Einen wunderschönen guten Abend und hallo! Ja, willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir zocken heute ein bisschen entspannt, oder auch eher nicht, Helldivers mit euch gemeinsam. Es sind ein paar neue Generalbefehl, rausgekommen. Und zwar sollen wir nämlich die letzten, ich glaube, 2 verbleibenden Bugplaneten angreifen, bevor wir dann den Heimatplaneten vielleicht sogar angreifen können. Ein alter Jumpscare, yes! Und ja, das machen wir heute. Bis 23 Uhr werden wir wahrscheinlich Helldivers durchzocken. Ich habe mir auch schon 2 Verstärkungen geholt. Einmal den Gatto und natürlich auch den guten Bambo. Das heißt, einen Platz haben wir sogar noch frei. Also, wenn sich noch jemand anschließen möchte, uns zu unterstützen bei der Verbreitung von Demokratie und Freiheit gegen die verdammten Bugs, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Und sonst natürlich hoffe ich, dass ihr ganz, ganz viel Spaß habt, wieder uns beim Sterben zuzuschauen und, und beim Wegrennen. Und ja, schön, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, dann hauen wir auch gleich so rein. Und schauen wir die tolle Zahl, Platz 1 der Streak. 25er Streak schon. Ui, nice. Sehr gut, sehr gut. Und ja, ich hüpfe mal mit euch direkt rüber ins Game schon mal. Ali. So, da sind wir nämlich wieder. Und Bambo, bist du denn auch wieder zurück? So wenig. Ich bin mir noch am Brot schmieren. Du bist noch am Brot schmieren. Okay, dann warten wir noch, bis du dein demokratisches Stärkungsbrot fertig hast, also deine Brotration. Und dann hüpfen wir auch schon in den ersten Kampf. Und ja, wie gesagt, wenn ihr gerne beitreten möchtet, sagt einfach Bescheid, falls ihr den Freundescode noch braucht. Sonst könnt ihr natürlich einfach so reinhüpfen. Wenn wir einen Random irgendwie dabei haben, der nicht einer von euch ist, dann schmeiße ich den einfach raus. da kennen wir nix. Und ansonsten, ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir spielen wahrscheinlich wieder so auf Schwierigkeitsgrad 7 erstmal zum Warmwerden wieder. Hast du etwa keinen Prime mehr, Firo? Dann würde ich ein zweites Abo geschenkt, wer auch immer. Ja, kann sein, Sens. Die sind letztens wieder Amok gelaufen mit den Subs. Die haben sich einfach gedacht, weißt du was, wir brechen einfach den Hype-Train Quad. Wie die Irren haben sie rausgehauen. Sogar Iri hat sich gefunden, ne? Iri, du warst ganz gehypt, ne? Du willst ein Leckerli haben, ne? Hier, da. Bitteschön. Siehst du, ja, die sind Amok gelaufen. Und sonst, ja, ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Und hallo auch Akai. Hi, wie geht's dir? Guck mal, da ist einer der Übeltäter. Von einem von den Leuten, die einen einfach zur Begrüßung erstmal 50 Tonnen Süßigkeiten an den Kopf werfen. Immer noch Kopfschmerzen davon. Er muss meinen Platz verteidigen. Aber das Gute ist, dadurch haben wir natürlich viele Emote-Plätze freigekriegt, durch die ganzen Sub-Punkte immer. Unter anderem haben wir jetzt natürlich auch diese beiden neuen Emotes. Aber es kommen natürlich noch einige neue. Die sind auch schon in Arbeit, die Firo ist sehr fleißig am Malen, aber müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und wenn ihr natürlich noch Emote-Wünsche habt, könnt ihr die natürlich gerne raushauen. Ansonsten, ja, was sagt ihr beiden? Seid ihr bereit? Wollen wir loslegen? Gatto, du kannst natürlich auch Ingame, ich weiß nicht, ob du den Ingame Schreibchat vernünftig benutzen kannst, wenn du an der Playsee sitzt. Sonst mach einfach irgendein Emote, wenn du bereit bist. Dann legen wir mal los. Ich muss auch Bambo anstarren. Aus der Anti-Stromrüstung. Die Strom. Ein Emote, der Akai ausmacht. Was wäre denn das für ein Emote, Akai? Gelenkte Demokratie. Die Freiheit, die richtige Wahl zu treffen. Guck mal, da weißt du auch von mir. Moment, was stand da? Demokratie und Freiheit. Du bist rettig, okay, super. Dann machen wir das. Und hallo auch Nightman, wie geht's dir? Wie Sie nicht sehen, wir haben extrem alles zurückgeschlagen. Hier die Roboter sind komplett zurückgedrängt, die Termininen sind total zurückgedrängt. Wir müssen halt entweder hier Hellmeier befreien oder einen von diesen beiden Planeten. Also ich glaube Airfort Prime. Ich weiß nicht, warum die hier auch mit dabei ist, obwohl die nicht zählt.
Warp Prime und Sargon Prime müssen... Achso, das sind wahrscheinlich die Sektoren. Sargon Prime, die sind alle schon... Wir nehmen Hellmeier. Hellmeier soll nämlich richtig, richtig nice aussehen. Und auch dem Namen sehr gerecht werden. So, was nehmen wir denn da erstmal zum Warmwerden? Oh, nein! Nicht schon wieder! Au. Danke dir. Ich denke mal, wir nehmen gleich hier tanken, Viecher killen und Rakete abfeuern. Das ist, glaube ich, ganz gut für den Anfang. Rücken wir immer weiter voran. Wir mal zuallererst tanken, glaube ich. Wir warten nochmal noch ein Minütchen oder ein paar Sekündchen, ob noch jemand dabei tritt. Damit wir vielleicht zu viert das machen dürfen. Ansonsten, ja, sind wir wieder als Dreier-Squad unterwegs. Sprung abgeschlossen. Missionskoordinaten festgelegt. Ist wieder weiter, genau. Wenn du irgendwas Wichtiges zu sagen hast, kann Bambo mir das so weiterleiten. Bambo habe ich, glaube ich, auch laut gedreht, ja. Wollte wo klippen. Hellport-Start ausgesetzt. Muss ich leider abmelden. Macht nix. Macht nix. 9 weitermachen. Untersteh dich, Kollege. Untersteh dich. So. Trinken. Hol dir doch von dem Geld mal ein leckeres Klazmo oder so. Dann hast du da auch noch was davon. Hast du Energie. Guck mal, Befa-Telkane ist beigetreten. Aktiviere Orbitaldüsen. Orbit synchronisiert. Ja gut, da ist unser Random beigetreten. Auch noch ein Level 50er. Ich glaube, der gönnt sich auch. Bin ich immer am. Der geht einfach direkt in den Pott. Z. Da weiß ich nicht. Den müssen wir im Auge behalten. Meinst du das? Oha, was ist da denn los? Wollen wir hier oben starten? Wir sehen eh nichts. Wollen wir hier oben und dann so einmal so im Halbkreis? Gehen wir da hin. Natürlich. Das da. Das da. Der gute Strom-Squad. Das kann ich. Chat, ist die Musik laut genug für euch? Lass mal Motivation, deine Burg in Minecraft weiterzubauen. Oh, damit bin ich gespannt drauf. Da müssen wir dann mal Bilder von dieser Burg. Der Erie? So eine Burg sehen? Ja? Du willst Leckerlis, ne? Du willst eigentlich nur Leckerlis sehen. Und noch den hier erstmal. Der ging daneben. Sieht ja schon echt nett aus hier. Das Schicksal aller Menschenkinder liegt in ihrer Hand. Erbitte stärkere Waffen! Erbitte Taktikpaket! Oh, da kommen auch schon die ersten Bugs. Ich komme hier aus dem Ding nicht mehr raus. Welchem Ding? Oh, danke. War unterm Helm gefangen. Der Nebel ist ja echt heftig hier. Das ist ja gar nichts. Da hinten ist ein Charger. Schwer. Jetzt kann ich Friedlich. nicht. 50 Meter. Backloch.
Lass mal wieder reinkommen. Alles. Markiere Da werden Weste. theoretisch hin. 200 Meter. Wir benötigen ein Geschütz. Geschütz kommt. Erstmal ein Tesla-Turm. Direkt der Random erstmal down. Verstärkung. Der erste Charger ist down. Kann er den Tesla-Turm nicht sehen, oder? Nee, jetzt ist er einfach da in den Blitz gelaufen. Fordere Verstärkung an. Der latscht halt die ganze Zeit immer zwischen die Stromwerfer und uns. Was natürlich nicht so smart ist. Und Ultima, hi, wie geht's dir? Du hattest bisher eine schöne Woche. So, wir müssen eigentlich eher in die Richtung da. Und die Frage, ist das hier so neblig, weil der Planet so neblig ist, oder ist das hier so neblig, weil irgendwo noch ein Pilz ist? Bugaußenposten entdeckt. Bugaußenposten? In Deckung. Of course ist da direkt ein Charger. Noch ein Charger. Uiuiui. Alter, was soll denn das denn für ein Wrestling-Move werden, ey? Aber hier den Five-Knuckle-Shuffle. Von einem Charger hier, oder was? Wie wär's mit einem harten Freiheit? Kommt da ja auch ein Ausbruch. Ja, ich versuche irgendwie die Löcher da zuzukriegen, aber... nicht so... Oh, natürlich. Wo kam der? Der kam doch aus dem Orbit, der kam doch nie aus dem Loch raus. Nochmal ein Orbital. Fordere Orbitalschlag an. War getroffen, aber nicht gereicht. Ich habe hier gerade auch einen Charger, der zu dir hin mimot. Oh. Verstärkung. Ja, den. Fühlt sich gut an. Okay, jetzt hat er mich gesehen. Also chargen tut er nicht, der schlendert. Hier der groß ist down, aber der Charger ist noch da. Das sind zwei. 3 Charger? Oh, und da sind Pirscher. Wir rennen mal wieder vor. Zu den Pferden. Heute. Könnt ihr den rufen? Charger ist down. Hinter Menge dir ist ein Hunter. Charger. Hinter dir, Vorsicht, der Charger. Hier sind wieder zwei, nee, mehrere Pirscher. Geht mal wieder in seinen Gebiet. Verstärkung an.
Da müsste irgendwo auch in der Richtung das frische Nest sein. Ja, er ist abgehauen. Ja. Hier ist zwar das Spiel, aber hier müsste auch irgendwo das Pirschernest sein. Ob es da ist? Südlich. Ob das nur ein... Ne, ich glaube... Ah, ich weiß nicht. Könnte auch nur ein kleines Backnest sein. Oh, Jumpbild. Oh Gott, da fliegen wir wahrscheinlich alle gleich raus. Oh oh. Oh oh. Komm, Spiel, fang dich! Nein, Spiel! Spiel! Du musst dich fangen! Ah, die geht aber am Moonwalk, also Oh glaube ich no! nicht. Oh no! Ah! Die Automatons haben sich eingemischt! Nein! Die haben die Server gehackt. Ja. Das wäre es ja, wenn die sich verbünden, ey. So eine Map, wo beide drauf sind. Also ich hänge hier immer noch im Spiel fest. Seid ihr schon disconnected? Wow. Ja. Alte 4, das Spiel mal. Komplett bugfrei, das Spiel. Ja. Oh Mann. Ich start's neu. Gut, das war das. Das war ja eine richtig lange Mission. Du zeigst mir da? Ich hab doch... Sollte dann... Ich hab da nur ein... da oben. Hm. Ja. Dann eben neuer Versuch. Aber hin, neue Chance, wenn noch jemand mitmachen möchte, Ultima, wenn du Helldivers haben solltest, ist natürlich auch herzlich eingeladen mitzumachen. Ja, versuchen wir es aber jetzt nochmal mit einer anderen Map. Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Hust. Gilt die denn jetzt als... Missionskoordinaten. Ah, nein, okay, wir können die nochmal machen. Das ist gut immerhin. Okay, Bambo, du bist nur fliegende Waffen. Im Geschwader. Ja, du kleiner fliegender Kopf mit Waffen. Moment, ich gebe dir meinen Code gerne. Moment. Muss noch raus. Da. Da. Da kannst du ihn gerne mal eingeben. Dann kann ich nämlich einmal mich aushusten und irgendwas trinken. Eine Sekunde. Ich werde alt, ich verschluck mich an Luft. Wie kriegt man das hin? Iri, mach doch was. So. Ach ja, und Ultima, wir sind auch im Discord. Auf meinem Server, da sind wir im World of Raidcraft auf der Bühne. Da kannst du zwar nicht mit uns sprechen, aber du kannst uns delayfrei hören. Du kannst theoretisch mit Bambo reden und mit Gatto. Die könnte ich hören im In-Game Voice Chat, nur ich dich nicht. Ansonsten, ja, kannst du uns da auf jeden Fall delayfrei hören. Was, glaube ich, ein bisschen angenehmer im Spiel ist, falls man sich was zubrüllen will. Ansonsten, ja. Nehme ich, sobald die Anfrage kommt, das gerne an. Und ich weiß mal. Ne? Na, Iri? Na, freust du dich so? Demokratie verbreiten, Iri? Ja, Demokratie! Die Demokratie, Iri! Ja, bist du ganz gehypt auf die Demokratie oder ist es dieses Leckerli, was ich hier in der Hand halte? Komm, annehmen. Geklappt? Genau, für Demokratie und Freiheit! Ohne
Haken. Ah. Drückst dich einmal und du bist ganz nah am Husten. Oh, dann wollen wir doch mal loslegen. Das ist immer die Demokratie getan als Leckerli. Iri, möchtest du auch Freiheit? Möchtest du auch noch Freiheit zu deiner Demokratie? Ja, bist du gehypt für diese Demokratie und diese Freiheit? Bist du das? Ja, bist du das? Ja? Bist du das? Hier. Er hat bestimmt mit dem Kopf genickt und nicht nur das Leckerli verfolgt. Okay, dann droppen. Ich kann uns da gar nicht droppen. Helldivers zu den Hellpods. Okay, das. Wiederhole. Helldivers zu den Hellpods. Was haben wir denn jetzt? 4 Punkte. Gehen wir mal da hin. Blitzwaffe. Ach ja, Ultima. Stell dich nicht zwischen uns und dem Blitzwerfer. Ungesund. Es sei denn, du hast die Anti-Blitz-Rüstung. Dann ist das semi-ungesund. Aber du musst noch ready machen. Start initiiert. Wollte ready machen mit der Taste. Das Einzige, was es tut, ist den Perk rausnehmen. Das ist sinnvoll. Ja, ich hoffe sehr, dass sie bald dieses Fertig-Loadout reinbringen, dass du irgendwie so ein Standard-Loadout erstellen kannst, was du, wenn du beitrittst, automatisch hast, was du dann manuell einfach ändern kannst. Das wäre super. Am besten noch so mit Presets, mehrere davon speichern kannst, das wäre perfekt. Ich glaube, das ist auch mit das, was sich am meisten gewünscht wird. Weder Tod noch Tyrannei. Gerechtigkeit ist unser einziges Ziel. Erwartet Taktikpaket. Erwartet Taktikpaket. Oh, da hinten sind auch schon die Feuertornados. Das ist schlimm. Mal nicht mehr aus dem Haus. Gehen wir am besten in die Richtung zuerst. Nordwestlich. 200 Meter. Sieht aber schon krass aus, da, wenn da die Flammentornados am Horizont so hin und her düsen. Nordwestlich. Kostet ein wenig Demokratie. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Ohne Auge. Gato ist rausgeflogen. Oh no. Müsste aber eigentlich so wieder beitreten können. Ah, ich brauche auch Standbild. Nee, nicht gut. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Ja, du bist auch rausgeflogen. Oh, und Backnest. Erbitte Geschütz. Oh. Klar. Du solltest dich von dem Tesla-Turm auf jeden Fall fernhalten. Jetzt ist gerade irgendein random ein Scrandrum ist reingekommen. Vielleicht gucke, sobald ich ihn wieder kicken kann, schmeiße ich ihn wieder raus, damit die beide beitreten können. Kommt nur. Hinter! Kostet ein wenig Zerstörer nur im Demokratie. Geschwader. Helldiver trifft ein. Okay, Bambo ist auch schon da. Ja, sobald ich Luft habe, sowohl Bugs als auch alles Räuspern, schmeiße ich den random raus und kannst beitreten, Gato. Ja, so. Hier. Bin auf die Ach, da. Raus. Tut mir leid, Scrandom. Brauchen leider Bambo und Gatto in unserer Gruppe.
Gato, du müsstest beitreten können wieder. Ja, perfekt. Da kommt schon die nächsten Bugs. Triffst du den Bug da nicht? Was ist da los, du olle Waffe? Verbündeter Zerstörer nun im Geschwader. Helldiver trifft ein. Au. Au. Hoppla. Ah, Ich weiß mir direkt oder mein Stuff ein. da hab ich. Ich da direkt auf deinen Stuff. Da liegt eine Menge Stuff. Da liegen auch noch die Rucksäcke und sowas. Ja, den will ich wieder haben. So. Wir müssen hier das Nest unbedingt ausräuchern. Oben habt ihr eingesammelt? Ja. Bergaußenposten entdeckt. Nur nicht viele. Vorbereiten auf Vernichtung. Seltene Probe gesammelt. Gerade war ich hier aus dem Nest raus. Da hinten sind Pirscher. Okay. Markiere Position. Westlich. Gerade das wird mir gar nicht als Teammitglied angezeigt. Ja, bei mir schon. Bei mir nicht. Wir sind zu dritt, aber er hat bei mir keinen Namen-Chat. Dann sollte er eigentlich gleich auftauchen. Steht ja neben mir. Ich meinte, der Name sollte gleich auftauchen. Gucken, wo die Pirscher herkommen. Mal gucken, ob fliegen wir jetzt auf derselben Stelle wieder raus. So ist irgendein Loch zu. Hallo Sofa, hi, wie geht's dir? Sorry. Eigentlich natürlich nur praktisch. Ich weiß ja, wie es dir geht. Du hast ja gerade noch mit uns gezockt. Und ich habe auch gesehen, du willst gleich noch Charakter erstellen mit dem Heuver, sobald er zu Hause ist. Ich bin sehr gespannt darauf, was du dir erstellst. Auch was das Tareko sich noch erstellen wird. Wahrscheinlich eine chaotische Gruppe. Oh. Die Pirscher sind hinter uns. Au, 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 au. Ja, Problem ist auch Doppelcharger. Oh, oh. Ah. Geh weg. Aua. Shit. Oh, Gatto. Schnapp sie dir. Und Wald halten auch noch, ne? Das ist super. Ups, Entschuldigung. Stell mal einen Tesla Tower da bei dem Sonnenrad bei dir auf, Bambo. In meiner Deckung. Ah. Der erste Charger ist down. Zweite Charger ist down. Oh, Pirscher bei mir, das war Pirscher. so nah. Tesla. Versuch sie zum Tesla-Turm zu locken, die ollen Pirscher. Okay, der Tesla-Turm ist down. Ah, Entschuldigung. Gatto hat, glaube ich, die Elektrorüstung an, oder? Gatto hat die Rüstung an, ja. Der andere Charger ist auch down. Ihr werdet uns niemals unser Leben Verbündeter diktieren. Zerstörer verlässt Geschwader. Oh, Ultima ist rausgeflogen. Kann es sein, dass die Server momentan extrem instabil sind? Kann gut sein. Hinten ist ein Tisch. Wupp, wupp, 7. Serie. Sehr nice. Kommt von da, das heißt aus der Richtung, wo wahrscheinlich auch die Main Quest ist. Oh, Noch ein Pirscher. irgendwo muss das Nest sein. Fordere Orbitalschlag an. Gatto ist bei mir ein schwarzer Kane auf dem Radar. Okay. Er hat nicht meine Farbe bei mir. Gut. Viel Glück dir. Leider keine Granaten und keine Medipacks mehr. Taktikausrüstung in
Pirscher versteckt wurden. Ich muss eben einmal Nachschub rufen. Habt ihr den Pirscher erwählt? Ich rufe Nachschub bei mir. Terminitschwarmnest zerstört. Dort sind auch die Feuertornados, ey. Alter Vater. Oh ja. Sieht schon krass aus, oder? Aber die sind nicht besonders groß. Ja, zum Glück. Und halt viele, ne? Ding ist das Hellmeier. Guck mal, überall am Brennen hier. Wir sind mittendrin. Vielleicht muss ich deswegen so husten, wegen dem ganzen Rauch. Und, ja, da musst du richtig aufpassen. Schnieki. Oder, ne, Sofa, wir haben ja geübt, die Taktik des Drumherum. Wo laufen wir überhaupt hin? Sekundärziel in der Nähe. Wollen wir erst die Sekundär eben machen? Nordöstlich. Wenn nur Daten hochladen. Ja. Das kann theoretisch ja einer machen. Bambo, machst du das? Dann gehe ich mit Gatto zum Tanken. Östlich. 50 Meter. Feuertornado war. Seltene Probe gesammelt. Oh, hier ist noch ein Charger. Hier wird gerade dahinter verbrustet vor Feuertornado, oder? Yep. Er ist down. Hast du an der Konsole schon gestartet, Gatto? Nee, sie. Geht werden. Gehen wir da oben hin zum Aufdrehen. Noch 30 Minuten Right. für die Mission. Pack durch, Bro. Hier? Ja. Schmeiß mal in die grobe Richtung um meinen Tesla-Turm. Geschütz kommt. Aufdrehen. Schütz mich. Ist das offen? Auf. Wow. Oder erwischt. Verstärkung. Für den Gruß von der Demokratie. Wow. Wurde zweimal gerufen. Wie ging das denn? Weiß ich nicht, aber müsste es eigentlich. Nee. Ist nicht bei deinem. Ich habe dich eigentlich bei deinem Stuff hingeworfen, aber. Hier. Wir sind ziemlich nahe das Rande des Maps, deswegen. A1 und B1B. Ja, ich versuch's. Rennt halt auch ein Charger durch die Basis. Ist das offen? Der letzte? Da hinten, da. Kennzeichne Position. Südwestlich. Okay, du mal hin, Bambo. Kommt noch ein Trupp. Der will keinen hier weg. Dann weg. Dann in die Richtung müssen wir. Ein Schritt vorwärts. Wir ein bisschen nach Südosten laufen, dann kommen wir, glaube ich, auch an einem Backnest vorbei. Wirklich auch so. Rechts ist ein Waldheiten. Erbitte Orbitalschlag. Schicke einen Adler rein. Erbitte Orbitalschlag. Down. Oh, und ich habe hier ein Standbild. Ah! Stabiles Game heute. Ah! Ach Mensch! Oh Mann! Ach Mann! Wie willst du denn so eine Mission fertig kriegen, wenn du die ganze Zeit Disconnect hast, ey? Ah! Ja nicht, ey. Das gibt's einfach nicht. Das ist doch Kacke. Ja, das Spiel, alte Vieren. Ich glaube, wir versuchen mal einen anderen Planeten. Vielleicht liegt's am Planeten.
Gibt's ja nicht. Muss warten, bis das Spiel sich endlich beendet mit Alter 4 so. Ah, ist das ätzend. Gattu vielleicht mal hosten auf der Playsee. Vielleicht Das ist er stimmt. stabiler. Ja, vielleicht. Gattu, mach du mal einen Host auf. Also such du mal einen Planeten aus. Am besten den anderen dann. Nicht den Hellmeier, sondern den anderen, wo man Bugs verteidigen muss. Aber hast du, Akai, hast du, wahrscheinlich hast du es gesehen. Was hältst du von dem, ja, Anführungsstrichen Trailer für Pokémon Legenden Z bis A? Du bist ja unser Pokémon-Fachmann. Kannst ein bisschen nichts sagen irgendwie. Ich kann mir da keine Meinung drauf bilden. Ich habe nur eine große Angst, die ich gleich äußern werde. Ja, Dummer denkt sich auch, ist noch zu nichts sagen irgendwie. So. Oh, und dann Gatto-Map. Verbündete Koordinaten festgelegt. Wie großartig reingeschaut. Was? Du? Missionskoordinaten Du als festgelegt. Pokémon-Fachmann? Verbündeter Zerstörer. Weißt du schon auf Neo? Ja, Infos bin ich auch sehr interessiert dran. Ich hoffe, dass es eher Zukunft statt Vergangenheit wird diesmal. Ich habe nur eine sehr, sehr große Angst. Das ist hier so. Ich habe nämlich die große Angst, da es ja erst nächstes Jahr rauskommt und für nächstes Jahr auch die neue Switch-Konsole vorgeführt bzw. angeteased wurde. Ich habe sehr große Angst, dass sie das neue Pokémon auch für diese neue Switch-Konsole rauspacken, damit man sie auch nicht mehr auf der alten Switch spielen kann. Sehr große Angst davor, dass das passiert. Willkommen an Bord. Weil das wär richtig dreist, aber wir kennen Nintendo. Nintendo ist richtig dreist. Helldivers zu den Hellpods. Wiederhole. Helldivers zu den Hellpods. Ultima, du müsstest eigentlich beitreten können. Ich glaube, auch wenn du bei mir draufklickst und dann Trupp beitreten, müsste das klappen. Würde dann zu 100 Pro für beide Versionen rauskommen. Ja, nee, ich glaube eher, damit die Leute gezwungen sind, sich die neue Konsole zu holen. Wir kennen Nintendo. Doma, wir kennen es doch. Glaubt man nicht, dass die extra 2 Versionen von dem Pokémon-Spiel rausbringen. Wann haben sie das denn mal gemacht? Ich habe sehr große Angst davor. Oder es kommt zwar dafür raus, es ist angeblich dafür kompatibel und dann läuft es einfach wie Arsch. Das haben wir ja auch gesehen. Und dann meinten, ja, die Switch Lite, die kann auch normale Switch-Spiele spielen, kann alle Switch-Spiele spielen, aber dann siehst du ja schon allein Pokémon, Schwert und Schild haben darauf geruckelt, wie sonst was. 1, 2, 3. Wie wir das sehen. Ja, ich glaube nicht, das haben sie jetzt einmal dann gemacht. Tschüss, Bambo. Okay, Bambo geht schon mal vor auf den Planeten. Ich muss dich einladen? Okay, mache ich sofort. Okay, du hast keinen Namen bei mir. Ich denke mal, dass du das bist. Captain Nameless. Gato, was hast du mit dem gemacht? Wo ist Bambo hin? Bambo! Komm zurück! Bambo! Das ist sehr lieb von dir, Akai, aber wir hoffen sehr, dass es nicht so weit kommt. Aber es ist sehr, sehr lieb von dir. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so weit kommt. Dass es noch für die normale Switch rauskommt. Helldivers zu den Hellpods. Wiederhole. Helldivers zu den Hellpods. Koordinaten von verbündeten Zerstörer empfangen. Ja, das Problem ist, Doma, das eine ist ja jetzt die Nintendo Company, oder, ja, und das andere, die Pokémon Company, und das andere ist ja Nintendo. Deswegen, ich habe ein bisschen Angst vor. Hat das jetzt eigentlich geklappt, Ulti? Hat Einladen funktioniert? Sonst musst du das Spiel nochmal neu starten. Wie gesagt, ich habe hier bei... Okay, jetzt bist du auch offline. Du bist mir nämlich ohne Name angezeigt. Aber hier bist du mir komischerweise mit Name. Also das ist ja... Ist aber offline bei mir. Ist ja seltsam. Merkwürdig. Aber ja, wenn du... Wie geht das denn? Was muss ich machen?
will hinter Bambo herspringen, warum er da jetzt ist. Rauskommen. Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Oh, das ist ja gemein. Aber ja, ich hab Angst davor. Vielleicht irre ich mich auch. Ecke stellen und den Mode mitnehmen. Okay. 1, 2, 3. Unentschieden. 1, 2, 3. Hui! Ich gehe schon mal vor, Leute. Ich schnapp mir die Bugs. Woo! Oh. Okay. Oh, Missionsstart nach 20 Sekunden. Uns fehlt noch einer. Ultima fehlt noch. Absolut null Sorgen. Das hat bisher nur Helport-Start ausgesetzt. Problem musste außer haben. Bei Konsole. Ja, ich hoffe einfach mal aufs Beste, Dummer. Aber wie gesagt, das ist nur so eine kleine Angst und ich hoffe, die begründet sich nicht. Aus da. Nur die. Okay. Ja, ich lade dich nochmal ein. Warum bist du bei mir immer noch ohne Name? Jetzt bin ich wieder im Hellport. Helport-Start ausgesetzt. Sehr gut. Moment. Warum bist du hier ohne Namen? Habe ich nicht gerade dich da hinzugefügt? Hä? Bist du nicht Malkatron? Ist das nicht deiner? Also dein Account? Ist kurios. Ah, so wollt's auch. Gut. Ist ja witzig. Bugfreies Spiel. Mhm. Aber ansonsten müsstest du mir auch beitreten eigentlich finden. Sonst gehen wir auf mein Schiff, du trittst bei und dann gehen wir auf Gattos Schiff als Dreiergruppe. Würde auch gehen. Aber du wirst mir komischerweise hier als sowohl offline als auch als ohne Name angezeigt. Irgendwie. Ganz kurios. Helldivers zu den Hellpots. Wiederhole. Helldivers zu den Hellpots. Klappt. Was ist denn, wenn ich so mache? Radschwaden. Bist du überhaupt mal Karton? Ich nicht mal frage lieber mal ab, bevor es. Für mich steht, die Lobby ist privat und das. Okay. Gatto, mach mal bei den Optionen das Spiel auf öffentlich. Vielleicht geht es dann. Vielleicht hast du es noch auf privat. Dann sollte es eigentlich gehen. Aber warum hast du denn bei mir keinen Namen? Was ist denn da los? Scannet. Jetzt müsstest du beitreten können. Moment, ich schicke nochmal einladen. So, jetzt sollte es gehen. Okay, war noch auf privat gestellt. Ich weiß nicht, warum das so Standardeinstellung ist auf Spiel. Oh, jetzt klappt's. Stimmt, Ultima. Ja, aber du hast ja jetzt. Das ist richtig. Warum auch immer du keinen Namen hast. Oh, in das Liste ist es. So, jetzt können wir mal loslegen, oder? Da ist er auch schon. Auch schön nur als Kopf ohne Waffen. Und mit Waffen. Dieses Game, ey. Bescheuert. Was sagst du denn dazu, ihm? Hm? Was ist deine Meinung? Hast du keine Meinung? Er atmet nur schwer ein. Und gönne ich mir jetzt einfach Mörser? Komm, gönn Mörs.
Damit wir überhaupt nicht sicher stehen können, am besten die Mörser auf einen Platz und dann den Tesla-Turm dazu. Kommt keiner mehr an die Mörser ran. Hellportstein initiiert. Sind der Tesla, Chan und Mörser Kuhn? Ja, der Tesla Chan und Mörser Kuhn, beste Kombo. Sie beschützen sich gegenseitig, wie ein richtiges Pärchen. Hui. Punktlandung. Los jetzt. Fürchten Sie weder Tod noch Tyrannei. Gerechtigkeit ist unser einziges Ziel. Ich pack mal einen Tesla-Turm direkt dahin, weil da auch schon die ersten Bugs auftauchen. Lass mich raten, mein Mörser-Turm ist schon tot? Hey, das war mein Schild. Immer da. Da hinten ist ein... Ja, mein Tesla Chan ist schon weg. Da hinten ist ein Beiltitan auf jeden Fall. Nicht heute! Verstärkung! Los, Mörser! Schnappt ihn euch! Schieß auf den weichen Bucki. Nicht viel gebracht. Alter, der ist volle Möhre auf meinen Mörser getreten, die Sau. Der war teuer! Woher? Den bezahlst du! Wie kannst du überhaupt noch leben mit so vielen Löchern im Körper? Ja, der Beiltitan ist doch nahezu nackig. Wie kann der überhaupt noch existieren? Warnung, Missionsgebiet wird verlassen. Tja, Helldiver, gar du nicht. bist außerhalb des Missionsgebiets. Oh, da ist auch noch ein Bug noch aufgeöffnet. Schön. Ja, wir haben hier 3 Beil-Titans jetzt mittlerweile. Einer ist down. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ein Schild ist. Scheint. Weit ist down. Nee, hier ist Au! Voll von hinten angesneakt, die Sau. Kann mich jemand auf meinen Stuff schmeißen? Ich bin 2 von uns tot. Oh, 3 von uns Ich tot. habe dich in die grobe Richtung geschmissen. Ja. Ich habe nämlich 0 Life Points und einen Feiertanten hier. Anfrage bestätigt. Oh, treff ich. Ah! Okay, wir haben zu zweit getroffen und es hat einfach nichts gebracht, ey. Nein. Hier ist da ein bisschen Tesla-Charme bereit ist. Hier links ist noch ein Titan. Wir haben momentan hier 4 Titanen. Helldiver, du bist Hat uns navigiert. Ah. Wir benötigen ein Geschäft! Au. Süßes. Verletzung? Was für eine Verletzung! Ich habe 3 Feiertanten hinter mir.
Oh, ich bin an dem vorbeigelaufen und hat mich trotzdem noch getroffen. Verstärkung! Für den Wohlstand! Mit meinem Mörser. Ich habe noch 10 Sekunden Abklingzeit, dann kann ich ihn rufen. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Wow, hast mich sofort erwischt. Wirklich? Noch 10 Minuten für die Mission. Fordere Verstärkung an! Erbitte Geschütz! Ah, du hast mich genau vor dem Ballzeiten durchgeschnitten. Mein Leben für Erstmal weg. Jo. Ah. Okay, die Main Quest ist geschafft. Evakuierung optional. Okay, der hat meinen Mörser mit Garantie gerade weggemetzelt. Hier ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Pelikan 1 setzt zum Jetzt geh doch kaputt, du Teil! Verbündeter Zerstörer verlässt Geschwader. Ah, ich habe schon wieder Stand. Ah, Bambus rausgeflogen. Oder rein! Pelikan 1 bereit zum Abflug. Shuttle Start in 20 Sekunden. Komm, Bambus, schnell beitreten. Ich muss das Spiel erstmal starten, ne? Dann 9 Sekunden noch. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Unser Sieg stammt außer. Die Verbindung läuft halt richtig stabil. Super stabil. Mann, oh Mann. Immerhin, wir haben es geschafft, eine Mission zu schaffen. Nach dritten Anlauf. Hat der Server wenigstens so lange ausgehalten. Naja, 3/4 haben es geschafft. Ich werde noch wieder runtergeschossen. Was heißt denn das jetzt? Hä? Verbündeter Zerstörer nun im Geschwader. Evakuierung fehlgestellt. Ah, du kriegst vielleicht eine Belohnung. Kampfgebiet. Vielleicht kriegst du noch die Belohnung dafür. Du bist jetzt auch Level 0. Level 0 Todescap. Jetzt bist du Level 30. Oh, guck mal, du stehst noch dabei? Nee, stehst. Doch, du bist dabei. War Ich stehe Rechtszeit. jetzt, bei mir ist alles schwarz-weiß. Mission Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt was bekomme. Also du wirst angezeigt als mit im Team. Du hast halt nur alles auf 0, alle Statistiken. Ja, ich need den Hack. Hast du denn... Oh, aua! Hast du denn trotzdem die Belohnung gekriegt? Keine Ahnung. Als erstes will ich auf jeden Fall die hier haben. Brauche ich aber noch 64 Medaillen für. Wie viel Säurespeier habt ihr getötet? Bei mir ist nämlich nur auf 1. Ich habe auch auf 1. Waren auch keine bei. Okay, ja. Ja, so viele Abstützungen gab es noch nicht mal in den Release. Richtig heftig. Jede Sekunde sterben weitere Unschuldige. Handeln wir. Jeder Sektor der Also irgendwas haben sie mit dem Patch gemacht. Oder die bereiten halt was Großes vor, wofür sie jetzt die Serverleistung brauchen. Kommen ja bald die Illuminaten wahrscheinlich. Also. Ich muss eben kurz nach was greifen. Aber nicht ran. Was wäre das Leckerli für Iwi runtergefallen? Body Dark Tide war genauso stabil beim Start. Pause. Meinst du, Bambo? Dark Tide war auch so stabil. Ja. Es ist immer noch genauso stabil wie vorher. Das war auch die ganze Abstürze und so. Müssten wir aber auch demnächst mal wieder reinschauen. Das ist überhaupt Hier war ein Haken bei mir. Friedenseinsatz. Okay, entweder Rakete oder Tanken. Aber vielleicht liegt es auch an dem Feuerplaneten, dass das da so krass abgeht. Aber hier ist auch gut was los. Alter, schau doch mal nach draußen, ey. Da überall Schiffe. Das sind halt alles Spielerschiffe, ne? Das ist so heftig. Fliegen die rückwärts? Ja, ich glaube, die treiben oder wir bewegen uns vorwärts.
Ach, schon Nein, krass, dann oder? würden wir uns ja mit den anderen bewegen. Oh, da starten auch gerade 4 Sieht runter. fast so aus, als würden die gleich ineinander prallen. Bisschen ja, oder? Okay, bei mir sind die anders als bei dir. Bei mir sind, also die beiden da sehen ein bisschen aus, als würden sie so nebeneinander, aber ich glaube, da ist trotzdem noch eine Menge Platz zwischen. Der Winkel ist nur komisch. Nee, doch nicht. Die glitschen durcheinander durch. Die beiden Schiffe da. Die haben einen Crash gehabt, ey. Bewegen sich auch zusammen. Ist das? Konnte man nämlich gerade kurz sehen, weil einer der Seitenflügel nämlich über dem anderen war und das andere so in dem Raumschiff. Das glitscht da richtig durch. Helldiver, führen Sie die Befreiung der Galaxie an. Menschen, wofür bezahlen wir denn die Piloten? Mhm. Weil dass die mal saufen müssen beim Fliegen. Wie ist denn 4 los? Der ist anfangen. Ich bin sehr gespannt darauf. Moment, oder hast du schon Bilder gepostet? Nee, ne? Musst du mal bei Games oder so reinpacken, so Screenshots davon erkennen. So, bin ich mal gespannt, wie die Burg aussieht. Lange schnell mal, ich trinke immer. Aber wenn sie fertig ist, wollen wir sie dann auf jeden Fall sehen. Oh, da kommt noch ein Orbitalschlag. Also über uns scheinen ja auch Schiffe zu sein, noch irgendwo da. Was glitscht nicht durch uns durch? Der Überzerstörer ist bereit für Ihre nächste. Wie das wohl für die Spieler da hinten aussieht, dass die großen beiden Kampfschiffe so ineinander geglitscht sind. Also für jeden sind die Schiffe anders platziert. Also bei mir sind da ganz andere Schiffe. Was für eines hattest du denn? Schon ewig keine Switch mehr angehabt. Nur 500 GB Updates ziehen wahrscheinlich. Von wegen, die Twitch hat ja nicht mal so viel Speicherkapazität. Will das Raumschiff denn da hinten hin? Voll ab. Fliegen alle weg. Ihre Kameraden wüten bereits gegen die Tyrannei des... Ich finde es super, dass selbst auf dem Raumschiff unsere Capes immer demokratischen Wind flattern. Sache dramatisch. Die extra so Windmaschinen dahingestellt haben, einfach nur damit die Capes die ganze Zeit flattern? Oder ist es so Marilyn Monroe-mäßig so? Luftgitter. Missionskoordinaten Gato ist wieder da. festgelegt. Können wir ja loslegen. Hellpods bereit. Aktiviere Orbitalschüsse. Ding? Und Chimera? Oder was ist oder was ist ein Chimera? Wie wär's hier? Also für mich brauchst du eigentlich nur Geister. Wall of dem Geister. Hellpodstahl initiiert. Chimera. Sind die nicht grün? War das denn ein besonderes Chimera? Also nicht nur, dass es shiny war, sondern irgendwie ein Special Shiny Chimera? Aus vertraulichen Quellen weiß ich das ganz genau, dass du einen shiny Rotom haben möchtest. Ich brauche keine Rotoms. Das ist das einzige Geister-Pokémon, das nicht anerkannt wird. It's not Elder approved. Sollen sie kommen? Sollen sie kämpfen? Sollen
Oh, hier sind Fliegende, Leute. Fliegende. Es gibt auch noch fliegende Waffen. Die fliegen jetzt. Leute, die fliegen jetzt. Was ist das denn? Er schießt da hinten die Pilze kaputt. Wir können. Wo bitte? Keine Ahnung, Raketenwerfer. Wildheiten. Au, au. Kleine Miestviecher. Au. Erwarte Taktikpaket. Ah. Die ist down. Verstärkung! Erbitte Luftunterstützung. Also das ist mal ein Unterstützungstesla. Ah! Au. Alter Vater. Okay, die dürfen euch nicht mit voller Möhre rammen. Kann mich jemand zu meiner Leiche schmeißen? Ich habe einen Biotitan am Hintern und... Ah. Ich bin sehr weit weg, aber versuch's mal. Oh, versuch's. Jetzt hat das Ding hat mich aber umgejietet, ey. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Das ist schlimmer als Akai, wenn der neue Monat ist. Wo ist mein Stuff? Alter, mein Stuff ist ja ganz am Arsch der Welt. Ist halt völlig anders als wir gewesen. Da kommt der Biotitan. Au. Erbitte Orbitalschlag. Verstärkung! Charge hinter mir. Ich will doch nur meine Waffen wieder haben. Geh weg! Geh weg! Ich kauf nix! Ah, das sind ja noch mehr. Das ist das Räumchen ist das. Au, au, au. Ich will doch nur meinen Stuff haben. Ich gehe ja schon. Hier die Moonwalken? Ja, das heißt, dass wir vielleicht wieder Verbindung verlieren, oder? Nee, wir sind wir auf jeden Fall sind down. Oh ja, ja, Verbindungsfehler. Ich auch. Oh, na. Bin wieder auf meinem Schiff. Super stabil heute. Ich versuche mal Gatto einfach wieder beizutreten. Ah ne, nicht einladen, sorry. Beitreten. Verbündete Koordinaten festgelegt. Spiel sind noch nicht verfügbar. Oh, das ist schade. Wir hatten gerade Fliegende sogar. Die sind mega. Gemein, aber sind echt cool. Grün und ein graugrün. Sagen kann. Ach so. Du bist wirklich einer der größten. Also heute sind die Server ja echt schlimm drauf, du. Jos. Ich weiß, glaube ich, dass man die Fliegenden nur wirklich effektiv los wird, wenn man da diese Dreierpilz-Kombination kaputt ballert. Kommen die immer wieder. Echt heftig, du. Na, seid ihr... Ja, ihr seid auch bei... Ja, online sind, dann hätte ich wieder den Gatto bei. Er lädt ein. Koordinaten von verbündeten Zerstörer empfangen. Aber cool, wir haben sie trotzdem gesehen, Chat. Wir haben es auf Video. Es gibt die Fliegenden schon. Das ist
echte fiese Mistbier. Orbit synchronisiert. Aber wenn man die abballert und die sind tot, dann jieten die sich einfach trotzdem auf dich drauf. Jedes Mal. Das one-shottet ein. Echt heftig. Motiviert und rappelig. Dann muss ich es weglegen. Dieser Zerstörer hat genug, um einen kleinen Mond zu vernichten. Ich habe es selbst berechnet. Machen Sie weiter so, Helldiver. Nach unserem Sieg werden die umkämpften Planeten endlich wachsen und gedeihen können. Wie der Rest der Föderation. Sie fragen sich sicher, wie die Wahl auf Zerstörern Im abläuft. Geschwader. Keine Sorge, unser Terminal ist hochmodern. Der Algorithmus ist brandneu. Orbit Ich synchronisiert. sehe, Sie haben wissenschaftliche Proben gesammelt. Damit können Sie am Terminal dort drüben den Überzerstörer Jetzt nicht im verbessern. Twitch schreiben? Hä? Mit genug Proben werden wir einiges aus diesem Baby rausholen können. Also so kann. Boah, muss ich ja. Joink sie die alle. Das kann natürlich sein. Weiß nicht. Nee, ich glaube über den Twitch. Ist irgendjemand über Twitch-App drin? Über die Handy-App? Ich kann das sonst mal selber ausprobieren. Mal meine öffnen. Ob ich schreiben kann. We have a look. Lass mal gucken, wie ich überhaupt in meinen Chat komme. Handy da. Also Akai ist drin. Ist. Über Handy. Ich kann auch drin über die App schreiben. Die Frage ist ja Android oder iPhone. Will bald auch mal Platz gefunden. Oh! Höchstens am hier rein. Oh, mach. Aha! Aha! Der ist wieder heimlich am Luken. Und da, warum chillt da ein Creeper im Turm, Akai? Aber es sieht schon echt cool aus. Bin sehr aufs fertige Ergebnis gespannt, aber sieht schon sehr, sehr gut aus. Immerhin. Heimat. Heuwer ist wieder zurück, Sofa. Heuwer ist in der Heimat zurück. Aua! Hey! Und Heuwer, wir freuen uns dann schon auf dich morgen. Missionskoordinaten festgelegt. Bin dann gespannt, was das Tarek Musiker stellen wird. Bereit. So, dann kriegt das schön möchte. Einfach so. Und Schattentiger, dankeschön für deinen Raid. Willkommen, willkommen, willkommen. Was habt ihr für eines gespielt? Auch HELLDIVERS 2. Sehr gut. Habt ihr Demokratie und Freiheit verteilt? Das ist natürlich die wichtigere Frage. Läuft das Spiel bei euch stabil? Ja, läuft das Spiel bei euch stabil? Wir fliegen die ganze Zeit raus. Wir haben jetzt eine Mission geschafft von 5 oder 6. Das ist Wahnsinn. Weil die ganze Zeit disconnected werden. Ich glaube, hier ist ganz gut. Hier. Maxgrillen, das freut mich. Und Dankeschön auch für deinen Follow. Und ja, schön, dass ihr da seid. Falls ihr mich nicht kennen solltet, ich bin der Eldritch, ein Lovecraftian Horror-VTuber, der aber auch gerne mal, ja, zum Beispiel HELLDIVERS zockt oder World of Warcraft oder alles mögliche anderes, was so interessant für uns ist. Und ja, momentan spielen wir HELLDIVERS. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich gerne mitmachen, wenn Platz frei wird. Ansonsten werft euch gerne dazu, einfach in eurem eigenen Settings oder schaut uns zu, wenn wir Demokratie verbreiten. Stabil war es ja, aber hatte aber auch teilweise Toxic Baits. Oha! Start initiiert. Haben wir zum Glück nicht. Okay, ich spiele es auch hauptsächlich mit dem Chat zusammen. Du bist der Toxic Mate. Ich bin der Toxic Mate. Ja, bin ich der mich da. Oder die Server einfach. Mal gucken, ob wir diesmal die Mission machen dürfen. Und ob wir nochmal wieder diese Flieger dabei haben. Cool. Habt ihr auch schon fliegende Bugs gehabt? Oh, da hinten, da sind sie tatsächlich wieder. Da sind sie. Sollen sie die unbezwingbare Macht der Helldivers spüren? Erbitte Geschütz! Erbitte stärkere Waffen! Erbitte Taktikpaket! Alter. Fliegen tief! Ja. Erbitte Orbitalfeuer! Also ich habe da jetzt einen Tesla-Turm stehen, jetzt auch als Flugabwehr.
Oh, ob Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. ich irgendwie da hinten den Pilz kaputt geballert kriege. Bei mir steht, dass die Kugeln abgreifen. Au! Alter, was war das denn? Ah! Alter, das hat ein Super, der wollte... Hab was gefunden! Das hatten wir aber auch schon ein paar Mal. Vorhin hat er auch der gute Ultima, glaube ich, gar keinen Namen, komischerweise. Im Name-Tag. Bambo oder Gatto, ihr müsst uns wieder rufen, wir sind nämlich down. Sonst war der Tag super. Wir haben vorhin noch ein bisschen privat Fallout 76 mal wieder gespielt, nach langer Zeit. Und ja, sonst war eigentlich entspannt. Vorsicht Leute, direkt beim Blauen ist auch der Tesla-Turm in der Nähe. Wo ist denn mein Stuff? Da. Auf jeden Fall Gib mir meinen Bogenwerfer! Oh, jetzt ist mein Tesla-Turm auf jeden Fall down. Hat irgendjemand... Was für Waffen haben wir dabei? Wir haben nur den... Nee, Natenwerfer. Ich weiß halt nicht, ob das reicht, wenn wir einfach von hier aus mit dem Laser drauf ballern. Den komischen Pilzturm kriegst du ja so platt, aber ich weiß nicht, ob das auch mit den Fliegern funktioniert. Also in der Nähe war eine Höllenbombe, aber ich weiß nicht, ob die nah genug dran ist. Okay, der Bogenwerfer macht logischerweise irgendwie keinen Schaden gegen Flieger, weil die sind nicht geerdet. Macht überraschend... überraschend Sinn. Oh, mit. Du bist beim Kreischernest. Mal zu dir zu kommen. Und ich lese mir das gleich durch. Die Blitz. Kenn ich oder fühle ich. Oh, shit. Okay, einer von den Pilzen ist down. Zwei von denen sind, glaube ich, down jetzt. Nee, einer ist noch da. Weg hier! Hinten noch schlecht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Höllenbombe keinen Effekt hatte. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Ah, wahrscheinlich auch nicht dicht genug dran geworfen. Ja. Leider eine Menge Nerven sehen wir mir. Oha. Au. Eine Höllenbombe liegt da. Die muss nur scharf gemacht werden oder getroffen. Ich weiß leider nicht, wo die ist. Ich versuche halt so ein bisschen luftabwehrmäßig hier die Viecher wegzuballern. Ich muss da nur hoch, den Turm. Ja, bitte Luftunterstützung.
Au. Wie hat er mich getötet? Ich glaube, seine Leiche ist auf mich drauf Er ist gefallen. down. Ja. Wenn die abstürzen und dich treffen, bist du auch down. Schwarmnest zerstört. Aber sie sind die Was Crasher soll sind man jetzt da down. bitte gegen machen? Heftig. Die Dinger sind echt nervig. So, da ist noch ein Nest, ein großes. Nördlich. 100 Meter. Markiere Position. Nördlich. Da läuft noch ein Trupp, Elite Vorsicht. Feind. Östlich. 50 Meter. By the way, das war nur ein Nebenziel. Mhm. Aber immerhin war es ein Nebenziel, nicht einfach nur ein Nest. Kostet ein wenig Demokratie. Ach nö, komm. Ach komm. Das ist schon wieder abgeschmiert. Das gibt's doch nicht. Wie sieht's bei euch aus? Auch abgeschmiert, Bambo? Na. Das ist doch... Das ist doch nicht mehr normal jetzt. Na. Okay, ich hoffe, ihr bleibt drin, damit ich nachjoinen kann. Das gibt's einfach. Das ist ja echt scheiße heute. Was ist da los? Ja, das ist echt kacke, du. Wenn das so weitergeht, müssen wir tatsächlich irgendwie ein anderes Game zocken. Das ist ja schlimm, ey. Wenn das Ganze am Abschmieren ist. Iri, mach was. Los, mach den Server heile, los. Ich versuche euch beizutreten. Okay, immerhin persönliche Herausforderung abgeschlossen. Das ist schön. Beitreten. Verbündete Koordinaten festgelegt. Missionskoordinaten festgelegt. Hellpods bereit. Wird er runtergeschossen wieder? Ich komme, Leute! Auch noch nicht mal einen Plan, wo ich runterkomme überhaupt. Hi. Leider ja. Waffe ist da. Aber Gerechtigkeit ist unser einziges Haben wir meinen Schutzschildgenerator gesehen? Rufen wir uns sonst immer ein. Ah, nee. Der hat noch Abklingzeit. Hier, hat jemand meinen Schutzschildgenerator gesehen? nordwestlich. Nee, nicht. und da liegt irgendwas was. Eigentlich zwar ein Bogenwerfer und meine Waffe, aber leider nicht. Er bitte geschützt. Los, Tesla-Chan, Regel! Nicht eine Bombe rein! Oh, jetzt wird Tesla-Chan tot! Nein! Ihr habt Tesla-Chan getötet, ihr Schweine! Jetzt überhaupt. Markiere Karte. Westlich. 200 Meter. Kann ich denn meinen Rucksack rufen? In 1,5 Minuten. Was kriegen wir hin? Noch 30 Minuten für die Mission. Wir haben Ausrüstung. Hier sind eine Menge Säurespeier. Da ist eine Höllenbombe, Markiere aufpassen. Position. Südwestlich. Bitte Luftunterstützung. Wo bist du denn? Wir haben Ausrüstung. Ah, da ganz Moment, ich komm. Wie sind die da hinten hingekommen? Ah, gut gesehen, danke dir. Nur noch finden. Irgendwo 150 Meter in die Richtung.
Wird mir halt auf der Map noch nicht mal angezeigt. Hallo Chaosban, wie geht's dir? Sehr gut gesehen, ich danke dir. Perfekt. Was gibt's Neues? Wie war deine Woche bisher? Mir jetzt auch super, dankeschön. Außer, dass wir ein bisschen Ärger mit den ollen Spielservern haben. Wir kriegen die ganze Zeit Disconnects oder das Spiel spielt ab. Kennzeichne Position. Vergiss es. Oh, das ist ein Charger, Vorsicht. Verbündeter Zerstörer verlässt Geschwader. Oh, das Ultima ausgeflogen. Also solange immer nur einer einzeln rausfliegt, ist es nicht so schlimm. Dann kann man nachjoinen. Solange es nicht der Host ist. Die galaktische Karte ist eigentlich sehr gut. Wir sind da gerade dabei, die letzten 2 Planeten, glaube ich, noch einzunehmen. Dann sind wir schon beim Heimatplaneten in der Bugs, wie es aussieht. Kann ich die gleich zeigen, wenn wir wieder außerhalb der Mission sind. Ultima, solange wir alle, noch einer mindestens drin ist, kannst du nachjoinen. Wir haben zwar nur noch 5 Verstärkungen. Komisch ist. Haben wir denn nur noch 5 Verstärkungen? Was ist da denn passiert? Ich bin mit Spieler anfangen. Oh, ja, aber wir sind doch zu dritt. Ja. Ich hatte vorher mehr. Seltene Probe gesammelt. Frag mich nicht wieso. Kann Eigentlich müsste es andersrum sein. No, du Armer, warum, wieso das denn? Hier steht 7 Verstärkungen. Ultima gleich dazu joint. Okay, dann lass uns mal so schnell wie möglich die Mission hier fertig kriegen. Diese Karte. Östlich. Weit weg. Momentan ist das ein Luxus, neben Missionen machen zu können. So stabil wie die Server sind. Ach, im Internat bist du. Ach so, und wie läuft's denn da? Fällt's dir? Und wer ist euer Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste? Nordwestlich. Schicke einen Adler rein. Ist das einen erwischt vielleicht? Für mich ist das Aufstandbild. Ja, du bist rausgeflogen. Ich glaube, da kommt ein Titan angewatschelt gleich. Ja, da ist ein Titan. Erbitte Orbitalschlag. Orbitalschlag abgefeuert. Okay, der ist, glaube ich, stuck. Oder ich fliege gleich raus, weil hier ist hier ist Standbild. Also Moonwalken. Oh no! Ah, ja, Leute! Das geht's doch nicht! Oh. Mein zweites Ausbildung und ich kann mich eigentlich nicht verstehen. Bist du denn da als Lehrkraft oder Lehrkraft oder was genau machst du da? Wir sind doch nicht böse, wir bringen doch Demokratie und Freiheit zu den Käfern und Robotern. Lehrling, also zur Lehrkraft oder was bist du da? Das ist ja echt kacke, ey. Wie willst du denn so vernünftig spielen können heute? Ja. Das sind undemokratische Gedanken direkt gemeldet. Hier ist. Was machen wir denn da jetzt? Problem ist, ich habe momentan nicht so viele Spiele installiert. Wir könnten uns sonst einfach Scary Clips wieder angucken, also ein Watch Together einfach zusammen machen. Überleben und Automatismus. Ja, ich denke auch. Ah ja, und Ben, ich wollte dir noch eben den Planetenkarte zeigen. Momentan sieht das so aus. Also, die Roboter haben nur noch diese 2 Sektoren und die Femininen haben theoretisch diese beiden und dann kann man hier rüber zu denen. Und ich glaube, bei den Robotern müssen wir... Ich glaube, die wollen in Richtung... wo ist denn das überhaupt hier? Dieses Robostan oder wie es heißt? Ja, Cyberstan, da wollen die eigentlich gerne hin.
Das heißt, die Roboter breiten sich so in diese Richtung aus. Hm. Jede Sekunde sterben weitere Unschuldige. Ja, an sich soll, also vielleicht kommen sogar 4. Wird ein bisschen geschätzt. Also Illuminaten sind wahrscheinlich hier unten. Und hier oben könnten die Cyborgs hinkommen. Ja, Rettung. Ich überlege auch gerade, was wir noch spielen können. Ich gehe erstmal in den Chatting rüber. Nee. Bin denn da? Das Problem, ich habe sehr viele Spiele deinstalliert, weil ich viel Speicherplatz brauchte. Wir könnten... Ja, wir könnten uns YouTube-Videos angucken. Wir könnten Scary Clips gucken, was es bei Nukes Top 5 und so Neues gibt. Oder wir machen heute einfach mal früher Feierabend. Und gehen einfach früher in den Abend. Mal gucken. Ich lasse euch mal eine Abstimmung machen, weil ich muss mir auch dringend aufs Töpfchen. Beziehungsweise, okay, wenn ihr Bock auf Clips habt, gucken wir uns Clips an. Aber ich muss trotzdem eben auf die Toilette, dann hole ich mir auch eben Snacks. Dann gucken wir einfach gleich Scary Clips oder YouTube-Clips und sowas. Dann haben wir was zu tun. Also, ich bin gleich wieder da. Ich ändere auch gleich kurz die Stream-Kategorie und dann schauen wir mal, was wir so finden auf YouTube. Wenn ihr natürlich gruselige Videos als Vorschlag habt, könnt ihr die gerne Bambo einmal zuschicken. Entweder über Twitch oder über Discord. Dann leitet ihr die weiter. Ultima und Bambo, ich mache schon mal hier die Bühne wieder dicht. Also nicht überrascht sein. Alle, hopp. So, dann das schon mal. So. Dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
da bin ich schon wieder. Ich habe mir jetzt auch ein paar Snacks geholt. Nur eben kurz auf meinem Tisch hier noch verbreiten. Machen wir uns jetzt einfach schön gemütlich einen schönen Filmabend. Wenn Helldivers nicht will, dann machen wir unsere Bespaßung halt woanders weg. So. Denn ich habe hier einen kleinen Teller. Ich habe nämlich noch Mini-Pancakes. Gute Firo mir überlassen hat. Die schnappe ich mir jetzt. Kein Bock mehr auf deine Cookies? Was? Du hast keinen Bock mehr auf deine Cookies. Was ist da denn los? Die sind doch super. So, Moment. Mini-Pancakes, schön amerikanische. Mini-Pancakes mit Honig und Erdnussbutter. Wenn nichts mehr anderes als Aufstrich mehr so da hatten. Viel Schoko. Oha, wie geht denn zu viel Schoko? Das musst du Bambo mal erklären, was zu viel Schoko ist. Und ich glaube, Erie hat Firo rufen gehört. So, Moment, wo geht die denn auf, die Packung? Okay. Sieht einfach nur die unterste Schicht des Plastiks auf. Das ist ja super. Was ist das denn für ein... Was denn? Ja. Es geht... You are lying, sir. Das ist eine Lügenpresse. Hampo. So, sobald ich die ausgepackt habe und ich meine Hand eben einmal abwischen konnte, geht's los. Dankeschön. Und guten Abend noch dir, Itama. Wie geht's dir? So, Moment. 10% Zeit, 90% Schoko. 90%. Was sind denn das für Kekse? Sag mal, ich brauche die. Frag natürlich nur für einen Freund. Aber 90% Schoki ist was denn? Mega. Ach, selbstgemachte Cookies. Also, ne, unten bei den Infos, da findest du meine Adresse. Schick mal direkt eine Tonne. Nee, Spaß. So, jetzt noch eben Bücher bereitlegen. Erie, willst du wieder auf deinen Platz gehen? Ja. Ich weiß, du hast gesehen, dass ich Kuchen habe. Nimm mal auf den Platz. Du kriegst keine Pfannkuchen ab, Kollege. Du kriegst da deine Leckerlis. Das hier sind meine Leckerlis. Das da sind deine Leckerlis. Kapisch? Das sind auch so nur sehr kleine. Das sind solche Pfannkuchen. Solche. Nein. Sag mal. Das sind meine. Okay, du kriegst ein Stück ab, okay? Ein Stück kriegst du ab. So, das muss dir reichen. Habe ich auch Lasagne, die. Das so, ja, na klar. Lasagne geht auch immer. Aua, sag mal. Der hat sich auch gerade bei dir einen erschnurrt. Was soll das denn? Hast du dir gerade Leckerlis erschnurrt, Erie? Du das? Jetzt die ganze Zeit drüber starrt, damit man meinen Teller sehen kann. Nee, nix. So. Was gucken wir uns denn zuerst an? Ich würde sagen, wir gucken tatsächlich mal bei Nuke. Erstmal schön mit Cringe starten. Der hat bestimmt was Gutes Neues. Oder hat sogar zwei neue hier. Einmal das hier. Top 10 Ghost Stories. So scary you have to was? You have gravy pants. Oh Gott, oh Gott. Und dann 10 scary videos to cry yourself to sleep to. Gott, oh Gott. Er kam runter und hat sich bei mir ein Leckerli abgeholt und ist wieder gegangen. Kann ich das auch machen, Fio? Kann ich auch zu dir runtergehen, krieg ein Leckerli und gehe dann einfach wieder weg? Krieg wahrscheinlich mal einen Schlag in den Nacken dann. So. Ja, dann gucken wir uns das erstmal an. Das hat zwei Vorteile. Zum einen sind nur noch die harten Leute da. Und zum anderen brauche ich nicht so viel reden und kann mehr meine Pancakes futtern. Also nicht wundern, wenn ich jetzt gleich ein bisschen ruhiger bin beim Video gucken, weil ich dann dabei nomme. Wenn du Cringe willst, Life of Luxury. Ich weiß gar nicht, haben die eine neue Folge? Life of Luxury? Ich guck mal kurz. Ja, ich habe ja nicht wenige Kanäle, die ich abonniert habe. Da, Life of Luxury. Haben die ein neues? Nee, die haben noch nichts Neues. Weil wir haben die alle schon gesehen. Wir haben die alle gebingewatcht. Schon mehrfach. Leider noch nichts Neues. Ich hoffe sehr, dass die neue Videos machen. Oder wenigstens für Luxury Dark dann. Aber so, genug gelabert. Jordan? Alter, ist das laut. Okay, ich muss meinen eigenen Hörer im Leiser drehen, bevor ich starte. So. Sagt mir dann gleich mal,
ob das laut genug für euch ist, ob es lauter soll, ob es leiser soll. Achtung, ich drück mal auf Play. Curran and his 2 children were enjoying a quiet night at an Airbnb in Anchorage, Alaska. It's late in the evening when the kids fall asleep in Jordan's arms, and he takes a video to preserve this precious moment. What happens next absolutely scares the out of him. Yeah. Nothing here. Nothing. So Shadow People am Spanner. Oh my god, I'm so. Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the is that? Jordan hears a creepy growl, and when he looks at his phone, he spots the dark silhouette of a figure with no visible features standing right behind him. He jumps up and spins around, but there's nothing there. The figure has disappeared. Ich habe nur eine Frage. Warum liegt er mit so einem kleinen Mädchen im Bett, küsst die und macht ein Selfie-Video davon? He still worries about what might have happened if he hadn't been awake. Das ist ein bisschen, also ich finde das schon fast gruseliger als das Monster. Das ist einfach die andere Tochter, die sich ausgeschlossen. An Argentine star with more than 6 million Instagram fans, usually posts glimpses of her daily life as she travels, acts, and sings. But one day she posts a video on her Instagram story that is very out of character. The video is security footage that shows Jimena hanging out at her friend's house in Argentina. Something happens that Jimena says still gives her chills to this day. Ich habe einmal kurz nicht hingeguckt, was ist denn da jetzt passiert? Jimena says she felt something forcibly touch her back. She jumps up and turns around, expecting someone to be there, perhaps playing a prank. There's no one. But did you see it? Well, probably not, because this video looks like it was shot with a potato. But after posting the video to Instagram, Jimena's worried fans pointed out that in the video they see 2 ghostly hands grabbing at her head and right shoulder. Jimena says that she is shocked and doesn't know what to do other than to just move on and try to forget. Since then, Jimena has never posted anything more about the paranormal. Leute, welchen Sinn macht bitte schön eine Sicherheitskamera, Rose from Los Angeles, California, wenn du auf der nicht mal Leute erkennen kannst? Video about perfume when something very strange happens. Okay, if you're like me and you're looking for a new signature scent that like will have you needing to beat off men, beat off, pause, but you know what I mean, like you won't have to beat them away. Let me rethink this. Basically, everybody will hunt you down and be like, what are you wearing? Because one time I had left the room and this chick followed me and she was like, even though you're no longer in the room, I can still smell you. What is that? Bitch, this. And I keep buying the Discovery sets. 1, because they're cheaper. 2, because this brand has so many scents that I'm like, which one do I even love? Like, I don't know. I'm leaning towards the Arabian Tonka. I think that's how you say it. An unidentified childlike voice can be heard saying, "Hey," and "Melody." Beat off, pause, but you know what? I'm like, which one do I even love? Like, I don't know. Now, Melody doesn't hear this voice at all and is completely unaware of what she just captured. So she switches to another topic and records another video. Einfach eine Person im selben Raum gewesen sein. She hears it. Okay, first of all, why didn't anyone tell me that if you have... Yeah? Aber da läuft ja auch jemand. So, jetzt mit der Kamera einmal im ganzen Raum einmal so schwenken. Werden die Geräusche sind. Nee? Erst warten, bis die Person weg ist. So I forgot. Gar nicht. I didn't think about it. I'm home alone. And I thought someone called me and I'm... Nee, Ahornsirup will ich leider nicht. Ich habe Honig und Erdnussbutter. Melody.
Maybe it was my cat and she Ich habe halt keinen. Ja, sounds so. like a Das ist human. teuer und für die paar kleinen Sometimes. Mini-Pancake lohnt sich das nicht. Aber ich werde beobachtet auf jeden Fall. Also jemand passt genau auf, dass auch jeder Kuchen in mir drin landet That was und you, nicht right? irgendwo daneben. Right? Glaubt ihr an Geister? Someone calls out Melody's name, loud enough that she actually Ich glaube answers nicht back. dran. Auch wenn Okay, es- first of all, aber why wenn did natürlich anyone jemand tell me that if you have außer yeah, dir fragt, ne? Also ist ja unter uns die Antwort. Aber wenn jemand anders fragt, natürlich, Then Melody natürlich. remembers Wink, something wink. creepy. She's home alone. She immediately begins to freak out and the voice calls her Unwissende wissen ja name nicht, dass ich again. ein Geist bin. Melody. Now, equally strange, a creepy hissing or breathing sound can be Aliens heard halte in ich the für audio wahrscheinlicher. of her entire recording. Zwar nicht, dass welche hier So, sind, after aber posting dass the es video gibt, to TikTok, generell. many viewers believe Schließe that ich nicht Melody aus. is dealing with a mimic, a type of entity that Halte ich copies auf the jeden Fall für voice of its wahrscheinlicher als target Geister. and their family in an attempt to take over their life. But others believe that it might simply just be a malfunctioning Amazon Alexa. But Melody says that she has no Alexa devices in her home. Another thing, Alexa, I don't have an Na, Alexa. das würde Alien sein. So is Oder Melody in danger from a supernatural force? Or is it all just an elaborate hoax? You Ja, decide. mein Onkel Cthulhu Scream. ist ja Sierra J. theoretisch. Casey, nicht a nur in der concerned Theorie, ist mother ja and in der TikTok Praxis. user, has been noticing some very strange behavior from her daughter at their Texas home. Nicht, dass dann One day, the toddler comes zu einem running out of her Viertel-Alien, bedroom, teilweise terrified Alien? and refusing to go back. TikTok user Sierra is worried that something might have happened and checks the footage on her Ring nanny cam. What she discovers shocks her to her core. Gott, oh Gott, das arme Kind, ja, das The toddler stands in her room looking around and seemingly confused. ist ja nicht so ein Then a loud Kinderanschrei. scream pierces the air, sending the little girl running for mommy. Sierra Oder J. Casey fremdartig, says her ne? daughter claimed that a, quote, woman screamed at her. But when she checked her room, she found no one there. Wenn etwas Even Alienfeind ist, creepier, das ist ein previous töriges videos show the Fremdartig. toddler being scared in her room before, seemingly staring at someone that we can't see. Now, Sierra Casey believes she might have caught a ghostly encounter natürlich on von denen, camera. die oben irgendwo But im All worried leben. TikTok viewers warn her that it could be something worse. A hacker accessing her Ring camera. So is it a ghost caught on camera or something even more Oh, terrifying? das wäre doch was. Bambo, such doch mal ein paar Videos mit den Best Alien Sightings oder so. Bedroom. Das ist bestimmt witzig. We need scary videos. So if you see a scary video that you think would be great on the top 5, email us at nukestop5@gmail.com. The old Bayless paper mill. Ja, wenn wir While brauchen on a schon motorcycle Gutes. road trip, Kenneth Trau Stacken da and mal his den friend Bambo. Justin decide to Findet explore immer the seltsame ruins of Videos. Bayless Paper Mill in Austin, Pennsylvania. The paper mill was destroyed over 100 years ago when the nearby dam collapsed, sending a massive wall of water crashing down on the factory. 78 people lost their lives. Now, it should be noted that Kenneth and Justin are not YouTube paranormal investigators. They're not even Klar, urban das ist meine explorers. Flamme. They are just curious Wir müssen es travelers eigentlich passing spooky machen. through. So, when the guys arrive in town, they meet a local man who warns them that the Bayless Mill is haunted by the Das victim's passt eigentlich besser ghosts, zum Thema. and that he has even had a paranormal encounter himself. That you definitely think that place is Oh haunted? yeah, down there? most definitely. The paper mill's haunted because I went there the one night. Me and my buddies, we all went over there, and like something ran behind us. No kidding. On Snapchat, like he caught it on camera and everything. Kenneth and Justin arrive at the paper mill and begin exploring the decaying structure. Just as the sun is starting to set on their day, Kenneth and his friend find the mill's dark basement and head down to check it out. And this is when things take a very creepy turn. Oh my goodness. And let's go down there and see what's happening. You want to go down there? Absolutely. Ja, das ist bestimmt sicher, da runter zu gehen. Let's do it. Okay. Little did we know What the could possibly experience go we would have wrong? would leave chills running down the back of our necks the rest of the night. Hold on, I want to get that lower, closer down here. It was a good plan, with no bad intention. What could possibly go wrong? See it right there? Schnittkanten. What is it? Bone. Bone. I don't see. Oh, it is. What the f?
smokes. So manche Dinge. Echo. What was that? Ich glaube, da drin. Yep, get the out of there. Yep, no more of that. Did you hear that? Ach komm, geht runter und guckt nach. The two explorers hear very bizarre sounds, and then a Backrooms? Ja, die sind auch strange mega. voice is heard from the darkness. Aber davon haben wir leider schon alle It Videos sounds gesehen. Es gibt very ja momentan close nichts by. Neues von denen. What was that? Now, the first whimpering sounds could be explained away as simply the odd calls of some strange animal. However, the last ist er denn sound durch is damit? different. It's much Also ich louder weiß and nur, dass almost er sounds like someone so or Oldest something View oder sowas noch macht, calling ne? Das for mit help. dem Paper Giant. Hello? Yep, get the out of there. So the question is, if this was an animal, why Tauber, would it come oh. closer to the sound of people instead of just running off? Well, whatever it is, Kenneth and Justin are freaked out, and they decide to just get out of there. Beim Schnorren So considering the mill's tragic history, could it be that Kenneth accidentally captured the ghostly voice of one of the 78 people who passed away when the Austin Dam collapsed? Die SCPs You sind auch decide. super. The Haunted Hill House. The Hill House in Mineral Ich damals Wells, während der Texas, is said to Berufsschule be gerne one in of der the most Pause mal haunted auf dem Handy locations gelesen, in the die US. Einträge. The home is owned by Catherine and Edward Estes, who allow guests to rent out the Hill House overnight so that they can have their own supernatural experience in the home. Visitors have reported hearing voices, being scratched and bitten, and some have even had things thrown at them. Aber das The passiert owners auch, wenn say man bei that uns most zu Hause guests ist. get Dass so der freaked Katze out that gebissen they werden, dass leave Dinge early nach einem geworfen and werden. often don't even make it through Das the ist so ein night. Katzending. So one night, a group of friends rent out the Hill House just to have a little spooky fun. Now, none of the group are paranormal investigators. In fact, they're not even really believers in the supernatural at all. But that is about to change. One member of the group, Victoria, lays down on a bed and jokingly starts to taunt one of the spirits that is said to haunt the house. 953, Needless to say, it did not go well. Kitsune-Ding? As you can see, she was Ich yanked off the bin bed. This was 682 not halt a cool. fall. Das Krokodil, And das then they ist ran witzig. out. We're gonna rewind that and we're gonna show you in regular screen. Und Peanut. Something seems to violently yank Victoria right off the bed as her Alter. friends watch in horror. The security camera in the room catches the action as Victoria quickly gets to her feet and the group just makes a run for it. One of the guys is so panicked that he drops his phone and doesn't even stop to pick it up. Now, cut to almost 1 hour later. It's around 3 in the muss morning ich and a auch guy ausschalten, named wenn er Drew rausgeht, wants die to Videos test im Bett. out the supposedly paranormal activity for himself. He enters the same room and immediately begins to aggressively taunt the ghost. He says that the spirit is a coward and that if it really wants to attack someone, why doesn't it attack a man? Same room. Look at the guy in the white hat right here, guys. Follow him. Before I can even finish my sentence, I'm in the air. All right, we're gonna pull it back. Wurde geschubst oder was? Did you see he got pushed? So, Drew gets his wish. He is violently shoved by something, and then he almost knocks down his two friends as he runs from the room. But it gets Das even ist weirder. Piros Because Lieblings-SCP as Drew and his 999. friends run out, something seems to yank the door closed behind them. And if you watch closely, you can actually see the doorknob move as if it's being pulled. Now, since these creepy incidents, the Haunted Hill House has gotten national recognition online and through various news outlets. Sean Gigi, a news reporter for local TV station WFAA, goes to the Hill House to Ich weiß ja interview nicht, the wie echt owners, das sein soll. Catherine and Edward.
But what he doesn't know is that he too is about to have a paranormal experience, all caught by his own news Da hat die camera. Vierer auch die Möglichkeit zu antworten. In the middle of the interview, Da unterbricht sie ihre we heard Fleißigkeit sogar. something scratching. My microphone didn't pick it up very well, but I'm Sie am being Hardcore completely pokern. honest when I tell you, I heard it clearly. Wow, das ist ja schon ewig. And the creepy incidents at the haunted Hill House just don't seem to stop. Because remember Victoria who got yanked off the bed by some unseen force? Well, a year after her first terrifying visit, Victoria returned to Hill House again. And this time something scratched her back so badly that her shirt was soaked in blood. Ah. So is the Hill House in Mineral Springs, Texas one of the most haunted places on Earth? Können wir bitte den Moment sehen, wo sie gekratzt wird und nicht einfach nur, sie hat plötzlich Blut auf dem Rücken und sagt, sie wurde gekratzt? Down in the comments. It follows. Memo and Patty, a couple who explore haunted places in Mexico, visit a cursed forest where a woman mysteriously vanished without a trace. Soon after this investigation, the couple begins to experience strange, unexplained events in their home that absolutely terrify the entire family. No mames. No seas mamón. No seas mamón, güey. No. No. Allá adentro no hay nadie, ¿eh? Se los juro que allá adentro no hay nadie, güey. Einfach zu dem Geist sagen, hier ist keiner. El cuarto está completamente solo. Falsches Haus. Ja, da stand bestimmt keiner hinter der Tür. Nein. Die war ja total offen. Da kommt man richtig gut auf hinsehen. Hallo Seele, wie geht's dir? Aquí estamos nosotros. Ich glaube, Follow Age, also Follow Arge. Memo and Patty begin to worry that the spirit of the woman who disappeared in the woods might have followed them home, restless and unable to move on to the other side. The paranormal activity in the house becomes so intense that it even starts to wake them up at night. Ganz knapp. ¿Quién eres y qué quieres? Kannst du das bitte scharf stellen, die Kamera? Ja? Kannst ja nix erkennen, ey. Espérate. Ten cuidado, te vas a caer. Ay, cabrón. Hast du jetzt auch endlich Power? Oh, bist jetzt hart am Suchten? Oh, la madre. Hast du denn schon einen Lieblingspaar? The couple is horrified when they hear the voice of a sobbing woman coming from somewhere in their home. Memo checks everywhere, but there's no one there. Now I should mention that Memo and Patty stream many of their paranormal encounters live on YouTube as they happen. They say that they want to prove that their experiences are real and absolutely terrifying. So, cut to another night, and the family is woken up again by sounds coming from outside their bedroom. Memo immediately starts live streaming from his phone. Sehr schön, sehr schön. What happens next is downright chilling. Ich habe ein bisschen zu viel gespielt, deswegen warte ich jetzt erstmal, bis ein bisschen Content wieder raus ist, bevor ich das weiterspiele, damit ich es nicht überspiele. Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr ein Spiel zu viel spielt, dass ihr dann keinen Bock mehr drauf habt? Will ich da, bevor das passiert, lieber eine kleine Pause machen und dann wieder richtig Bock drauf zu kriegen. Ah, okay, Ben. Du Bender dann, ne? Was ist dein Lieblings-Pokémon? Ditto? Kein spezielles. Live viewers watch in horror as a woman's face can be seen looking in through a window. But that window is on the house's second floor. Memo is unaware of what has just happened. Then he finally reads through his live stream chat. Was Minecraft gut finde ich, ja, da kannst du auch Stunden oder Monate drin verbringen. Das habe ich früher mit Bambo sehr, sehr viel gespielt. Aber ich muss gestehen, es hat danach so ein bisschen den Reiz für mich verloren.
Das ist so das Phänomen mit überspielt. Ich habe es ja nochmal im Stream versucht, mit euch zu spielen. Aber irgendwie hat's mich nicht mehr gecatcht. Das ist ein Schade. Ich möchte es gerne mögen. Aber ich kann es halt nur immer eine Stunde oder so spielen, dann wird es schon wieder zu viel für mich. Leider. ¿Pero qué? No, no mames, no manches, no. Sí, no puede, es imposible que haya alguien ahí parado y les voy a demostrar por qué. Es ist unmöglich, dass da jemand steht. Ay, Dios, me da cosa bajar, hija. Miren. No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Das ist außen. Jálale aquí, hija. Ay. Chéquense. ¿A dónde está la ventana? Aha. ¿Ya vieron? Da stand ja niemand mit einer Leiter. Aha. Aproximadamente como 4 o 5 metros a la ventana. Yes. Das macht richtig süchtig. Wo das ist mit anderen Games auch so. Zum Beispiel Fio hat sehr, sehr viel Spaß dabei. Momentan bei Fallout 76 ihr Lager zu bauen. Bei WoW mag sie gerne Pflanzen sammeln. Besonders bei so Open-World-Games. Kann man halt ewig viel was machen. A night at the museum. Unfortunately, the source of this next creepy video is unknown. The video shows security guards at a museum somewhere in Kazakhstan watching the CCTV camera at 7:30 at night. Naja, wenn wie ist denn das nochmal? Wenn Luwanda dein Lieblingspal ist, ich weiß nicht, Celesel? Celesel ist 100% dein Lieblings-Pokémon. Das ist gut gemacht, der Effekt. Aber auch einfach sein, weil die Kamera so unglaublich scheiße ist. Dass die Person einfach so grünliche Kleidung anhatte und man hat einfach Grünfilter, so Green Key drüber gemacht. Magst du YouTube? Also mein Lieblings-Pokémon ist halt einfach Gengar. Aber ich glaube, das ist nicht verwunderlich. Deswegen haben wir ja sogar a pale figure that appears to be wearing a white gown is curiously walking among the museum exhibits. The guards have no explanation for what they are seeing. Ist das dein Lieblingspokémon? Du bist einfach ein Evoli. Is a ghost. But without a reliable source for information, we'll never know exactly what happened here. So is this a genuine paranormal encounter? As always, I leave that up to you to decide. Oha, wie ist es mit Digimon zum Beispiel dann? Popular urban explorer Colin from the YouTube channel The Bearded Explorer is traveling through France when he finds the perfect abandoned house to explore. The two-story house has been abandoned for years, and it seems that the former owner has left almost everything behind. Colin films his exploration as he carefully walks through the house to discover its secrets. He takes photos and videos for his social media and eventually leaves, satisfied that he has documented everything of note inside the house. But it isn't until he looks back at the footage later that he discovers that he missed something while filming the outro for his video. Something very spooky. Yu-Gi-Oh! Findest du extrem geil. Ist aber schwer zu vergleichen. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is _. Also go and check out the Facebook page. Like always, I'll put all the pictures on Facebook. Tell the best on Instagram, and I'll see you on next week's video. Someone can be seen peeking out the window from behind a curtain. Now I have carefully watched Colin's entire uncut video. War da kurz was Grünes? Now I have carefully watched Colin at the footage later that he discovers that he missed something while filming the outro for his video. Something very spooky. Lang gewandert ist. Hier habe ich tatsächlich auch noch ein paar rumliegen. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is _. Also go and check out the Facebook page. Like always, I'll put all the pictures on Facebook. Tell the best on Instagram, and I'll see you on next week's video. Someone can be seen peeking out the window from behind a curtain. Now I have carefully watched Colin's entire uncut video, and there is absolutely no sign of anyone inside that house. From the moment Colin enters, no sound of movement can be heard.
The only noise is from Colin himself as he wanders around the house. Even creepier, this is not the only strange thing that he captures on video during this visit. After he posts the video to YouTube, one of Colin's sharp-eyed viewers spots something truly bizarre. Was meinst du? So we'll start with this one first. Purely. Was meinst du damit? It's got a lot of stuff inside and it has got some more photographs here. Look. Oh, weiß nicht, hat mich nur eine Zeit lang mal gecatcht, so als in der Jugend. Aber dann sehr, sehr schnell Magic. Und jetzt eigentlich nur noch Magic Gathering. Sogar extra die ganzen Fallout Commander Decks geholt, die letztens rauskamen. Die sind mega, Leute. Die Fallout Karten sind super. Wow. Die sehen echt cool aus und macht Spaß mit denen zu spielen. Amazing. Something's been climbing in. Oh, so. I mean, in the bag just hit my leg. I thought someone tapped my leg. It looks as if something's been climbing in here and sleeping in here, maybe. Did you see it? In the reflection of a cupboard mirror in a bedroom, a pair of feet can be seen standing underneath the window curtain, almost as if someone is hiding behind the curtain. But when Colin pans the camera back towards the curtains, the mysterious feet Ah, ja, das sieht okay, ja, das Ding sieht extrem nach einem Pink Evoli aus. Aber die gibt es auch in verschiedenen Farben, die gefallen Firo 100%ig auch. The Urban Explorer accidentally capture not one. Ich will lauter stellen, ja. Beziehungsweise ich kann das Video ein bisschen leiser machen. Moment. Aber Moment, ich muss Firo kurz das zeigen. Firo, bist du gerade ansprechbar? Kann ich das eigentlich auch hier einfach googeln? Rallye. Guck mal. Gott, oh Gott, so die Nü. Wie kannst du nur Ben? Aber guck, der hier. Also der, oh, Maus sieht man gar nicht. Hier oben rechts meine ich. Oben rechts, der zweite von rechts. Die könnten Viewer auch gefallen, glaube ich. Und das ist Yu-Gi-Oh! Wiki. Da. Sehr süß. Was ist das? Oder hier, da. Hier, die ist ein bisschen Doch, jetzt wird's schon. Die sehen ja wirklich aus wie Pseudo-Evolis. Das ist ja heftig. Treppe. Was Treppe? Achso, auf die Stilte. Ah, so. Sollte auch den Chat ganz lesen. Die sind echt süß. Oh, hier, guck dir die. Okay, die sieht man nicht richtig. Die. Die hier sieht cool aus. Irgendwo mal in groß sehen vielleicht? Hier die größer sehen. Ja. Die sieht cool aus. Ja, doch, ich denke, das könnte auch Firos Favorite Subtype in Yu-Gi-Oh! Werden. Alle 3 Karten in Ultra. Ja. Yu-Gi-Oh! Ja. Also P-U-R-R-E-L-Y heißen die. Die sind echt süß. So, jetzt zurück zum Video. Aber die sind echt cute. But 2 paranormal events on camera. Die ganze Karten sehr geschenkt bekommen. You can watch this ja, ich denke, Firo wird wahrscheinlich auch in den nächsten 5 Minuten auf Kartenmarket hocken. Und einen Einkaufskorb vollschmeißen. A security guard working at a factory in Mexico is confused when he meets a new employee that no one, not even his boss, has told him about. The next day, he complains to a coworker about the odd conversation he had, only to be told that there is no. Oder das werden die neuen Proxys für ihr Enchantment Commander Deck. Security footage. They are shocked. Wie ist das von der Lautstärke so? Ist das besser?
Nein, Mann, warum leckst du mich denn ab? Mit deinen Karten verkaufst. Also wenn du es nicht mehr spielst und nicht vorhast, es wieder zu spielen, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn du versuchst, da wenigstens ein bisschen Geld zurückzubekommen für ein neues Hobby oder für andere Dinge. Ansonsten, ja. Wenn du mal wieder spielen willst, mach's lieber nicht. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Ich habe damals meine ganzen Magic-Karten verkauft und dann doch irgendwie wieder angefangen. Aber gut. It's clear in the footage that the guard has a full-on conversation with no one. He pulls out the chair next to him and waves for whoever he's talking to come sit down. And that's not all, because did you see it? Right as the guard pulls out the chair, a dark figure with arms and legs seems to move past him and then disappear into thin air. Many believe that the security guard was talking to the ghost of an old employee who might have passed away at the factory. Maybe even someone who had a fatal accident on their first day of work. But is this a real ghost caught on camera or not? That is up to you to decide. Thanks so much for watching. Maybe watch one of these videos and I'll see you next time. Direkt nächstes, das geht trotzdem mal eben auf die Hauptseite. So, machen wir als nächstes nämlich die hier an. Urban explorers from the YouTube channel Urbex Castronautica visit the historic La Plata Cemetery in Buenos Aires, Argentina. The cemetery was built in 1886 and is the final resting place of many notable figures. But while wandering through the huge cemetery's 12,000 tombs and vaults, the guys stumble upon a crypt that has been vandalized. Their camera captures something downright chilling. Das kommt auf die Karten an. Also manchmal gibt es ja selten die alleine schon irgendwie zu 10, 20 Euro. Aber ich glaube bei Yu-Gi-Oh! Gehen die sogar noch höher, für 36 oder sowas. Dann ja. Ansonsten vielleicht im Bulk, wenn du so einfach eine Sammlung verkaufst für x Euro. Es kommt halt darauf an, wie sehr hängst du daran. Möchtest du einfach nur ein bisschen Geld rausholen, um was Neues zu holen, oder ist es dir egal? Did you see it? Zum Beispiel Firo hat eine Magic-Karte auch, die ist locker 400-500 Euro wert, aber die verkauft sie nicht, die behält sie. Their sharp-eyed viewers were freaked out when they noticed a creepy little pale hand pulling back into an open coffin. Now it happened so quick that it's hard to see without brightening the footage and analyzing it frame by frame. But when the footage is converted to a negative image, the spooky little hand is a bit easier to see. Now, it's very unlikely that anyone could have crawled into that coffin to fake this. This crypt is very old and unstable, and it would be very dangerous for someone to just climb inside. So did this group of urban explorers accidentally capture proof of the paranormal? Well, as usual, you decide. You can watch this entire video over on the YouTube channel. Ich glaube, Glurak ist auch echt teuer, besonders so First Edition. In this next video, a man is taking a short video of a car that he's planning to sell. Kollege, wenn ich dir jetzt The ein vehicle Stückchen belonged to his Pfannkuchen sister, abgebe, wirst du who dann tragically passed away right inside the car over a year and a half ago. After sending the footage to a potential buyer, he gets an alarming message saying he should really check the video closer. Hey man, here's my sister's bekommen car. hat Firo den, das ist ja Firos. Der hilft mir nur hier beim Stream. Have a look at it. Still runs good. Wann haben wir den? Wann hat Firo den bekommen? Weiß ich gar nicht. Ich habe den bekommen, als Firo hier eingezogen ist. Als sie meine Mitbewohnerin wurde. Da wurde Iri auch gleichzeitig mein Mitbewohner. Seitdem wohnt er hier. Das ist Jahre jetzt. Ich glaube, der ist 9 oder so. Ich glaube, 8 oder 9 Jahre ist Iri alt. Weniger außer sie haben wieder gesetzt. Ernsthaft? Ist der Original Glurak nicht mehr so viel wert? Eher Team Katze. Was? Hey, Iri, fass ihn. Regelst nur. 10.000, Alter, 10.000, ey. Oder wenn ich so eine Karte hätte, viel weniger Probleme. Aber ja. Und Iri im Stream ist er, glaube ich, seit diesem Jahr erst mit dabei. Kuchenspitze, lass sie schmecken, Seele. Bei uns gibt es nachher die gute Waluigi und Wario Pizza. Clean up nice. Here's the front. Noch offen.
Go back. There's some in the back. Ja, Schiebers sind auch süß. Bei Eerie kann man auch super gut knuddeln. Das heißt, wenn man den 2-3 Mal auf dem Rücken pattet oder streichelt, dann legt er sich direkt auf den Rücken und will also den Bauch gekrault haben. Er liebt das. Throughout the footage, the faint sound of a woman crying can be heard. The video was shared online. Und du darfst dann auch nie wieder aufhören. And quickly gained nearly Versuchst aufzuhören, dann nimmt er auch mit beiden Vorderpfoten deine Hand und drückt sie wieder auf seinen Bauch. Believe that the voice belongs to the spirit of the man's sister who passed away inside the car, and that her soul is still trapped, unable to move on. Motorcycle mystery. Aber übertreib's nicht, Seele, sonst kannst du es immer nicht sehen. In the Philippines, a motorcycle rider is driving down a busy road that is notorious for being the site of many fatal accidents. He is about to experience something that is truly bizarre. He had to sing. He had to sing. Someone appears to jump right into the motorcycle's path, but when the rider looks back, there's no one there. But it gets even weirder, because the motorcycle rider claims that whoever this was, they didn't appear to have a face, only a strange dark blur. Now many locals believe that the rider saw the ghost of someone who passed away on the dangerous road. But if this wasn't anything supernatural, then just what happened here? Let me know what you think. Open house. Ja, vielleicht gab's ja eine Welle von gefälschten. Realtor Sandra is recording a tour of a 1960s bungalow-style home to show prospective buyers. Sandra's filming at night in order to showcase the house's interior lighting. But it's starting to get a bit late at the creepy little cottage, and things are about to get weird. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Denke ich auch. Und der wäre auch geflogen. Nicht beißen, hey! Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Kartmarket heißt, glaube ich, die Seite. Ich glaube, das kartmarket.de oder so gibt es auch vielleicht. Ich habe da selbst noch nichts gekauft oder verkauft, aber ich glaube, das Sofa und auch Firo haben da schon Karten gekauft. Und ich glaube, das Sofa auch sogar schon verkauft. Da kannst du mal schauen. Da kannst du die Preise, glaube ich, auch anschauen. Dann kannst du auch nach Sprachausgabe, nach Seltenheit etc. sortieren. Nach Edition. Also auf jeden Fall für Magic und Yu-Gi-Oh! Karten. Ich denke aber auch, dass Pokémon da auch zu sehen ist. Jetzt die Tür an, Madame. Open this door. Das ist schon ein sehr, sehr altes Haus. Ey, das ist echt ein Vintage-Haus. Go ahead, open this door. Wow. Open this door like you do the other one. Bei uns in der Stadt kriegst du noch nicht mehr solche Karten. Ich habe nicht mal einen Laden, der sowas verkauft. Wir sind auch immer so 2, 3 Nachbarstädte weit fahren, damit wir überhaupt was kriegen können. Das ist sehr, sehr traurig. Come on, just move the glass or something. Da muss ja auch bei euch in der Stadt dann genug da loswerden dann Zeug. Sonst wird sich das ja auch nicht lohnen.
Not scared. Gibt es da irgendwie eine große Community bei euch dafür? Kann natürlich auch einfach eine sehr reiche Person sein, die sich gedacht hat, ich gönn mir. Okay. Ich kenne das auch, dass der Rauchmelder immer dann angeht, wenn du es nicht gebrauchen kannst, aber der kommt mir nie entgegen. A door suddenly swings open on its own and Sandra is spooked. But she gathers her courage and rushes out to see what's going on. A glass of water sitting on top of the fireplace shifts and slowly moves as if it's being pushed by some invisible force. Oder Yu-Gi-Oh! Gar nicht. Things get even crazier as a smoke detector suddenly starts to beep before crashing violently to the floor. With that, Sandra has had enough and just gets out of there. But there's also something else that is very creepy in this video. Something that only a few viewers even notice. So, Iri, du hast Glück. So again, I an meinem Löffel noch did Erdnussbutter you dran see ist. it? Das heißt, du kriegst Right jetzt before the door einen moves, ganz a dünn face in the bestrichenen picture right kleinen beside Pfannkuchen. Sandra Ganz seems to bisschen Erdnussbutter drauf. slowly darken, and then the creepy Damit das little nicht shadow verschwendet wird. fades away just as the door swings open. Sandra says that she's experienced Irgendwann mal wieder, several also unexplained dieses Jahr paranormal Dokumi events in wahrscheinlich, this also home. zu But this was the 99% first nicht, time that she finally weil captured wir it da on sehr camera. wahrscheinlich, Scary fast videos. absolut So Sicherheit, if you see a scary video keine that Zeit you und think Geld would für be haben werden. great on the top 5, email us Weil at Hotels unbezahlbar und gmail.com. Hinpendeln wird wahrscheinlich die Hölle. Reddit user Saib Seb says that his mother is taking care of a young vielleicht foster nächstes Jahr child wieder. at her home in England. One night, a TV is playing a cartoon in the child's bedroom, but the flickering light from the screen reveals something that the Reddit user and his mom simply can't explain. Something that is downright creepy. Dann ist aber auch Schluss, Kollege. Du kriegst noch diesen einen Mini-Pfannkuchen jetzt mit dem Rest Erdnussbutter. Dann ist gut. Das haben wir nicht. Someone seems to be seated in the chair. A small pale face illuminates Bundesland ist the Niedersachsen, flashing das light kannst du from ruhig the wissen. TV screen. Ich wohne nicht mega weit weg von meinem Postfach. Ich habe extra Postfach in der Nähe angegeben, wo ich nicht eine Stunde hinfahren muss und trotzdem halt eins ist. The Fond du Lac UFO. Was ich auch schon erzählt habe, dass ich aus Friese Florissa bin. Bonnelet and her family friends are driving home to Fond du Lac, Saskatchewan, Canada. Suddenly, Florissa spots something very odd in the night sky. Er ist uns weit von allem entfernt, außer Holland. Das ist das Traurige. Just stay right there. Look, it's just above there. Are you recording it? Nicht mehr? Yeah. Das oder was? That's a UFO. Also entweder nimmst du es oder You can just see it. Ja, gut, dann brauchst du aber jetzt nicht schnorren. Bro, you can just see it. It's like the round. Just keep recording it. Ist das ein random UFO mit dazwischen oder was? Everyone is shocked as they witness a strange circular object with flashing lights soaring through the sky. Florissa's mother posted the video to Facebook, and friends and local residents immediately began to Bambo, respond. bist du eigentlich wieder da? They too have seen the strange UFO. Bambo. Eyewitness reports in the thread go all the way back to January 1990. So just what could this mysterious flying object be? Bambo, such uns mal irgendwie so Top-Alien-Sichtungen oder sowas raus. Nick Perry says that late one night he was driving down the allegedly haunted Dyers Lane Road in Roseville, California. He says that he saw an ominous dark shadow figure appear in the middle of the road. Nick believes that this dark entity followed him home and says that he now experiences terrifying paranormal activity. So back in 2022, I shared Nick's story on News Top 5, along with some of the scary footage that he had captured.
Warum mit Selfie-Cam und nicht darauf gerichtet, wo du hingehst, Kollege? Now, in the last 2 years since those videos were recorded, Nick Perry has moved to a new house in a new city. But he believes that the dark entity has followed him. Just got home. And as I was walking in, I heard some banging noises in here. Die Grafik ist hochgeht, ja, 1080p. Bessere Bitrate. Oder Gönnung. Max, shut up. Ain't nobody here. Jetzt tatsächlich nur 1080p Videos. Was ist denn da denn los? Jetzt meine Billig-Webcam hat mehr als 1080p. Jetzt hier, diese hier, ne, die Webcam hier, die Fury hatte schon 1080. Du hast nicht angesprochen, ne? Nick decides to leave several cameras recording when he's away from home. When he reviews his footage, he is shocked. Erdnussbutter, das magst du so. Dann hör doch auf, hier so neidisch hinzustachen. Ja, ich glaube, jedes Handy, was irgendwie in den letzten 5 Jahren gemacht wurde, hat mehr als 1080p. So eins, oder was? So eins? Süß gehabt? Reiziges? Nick says that he's reached out to several churches and religious authorities, but no one has helped him. As of today, Nick says that he continues to experience paranormal events in and around his home. He shares his dark experiences over on his YouTube channel. Es gibt auch, gibt's nicht YouTube-Videos mit höherer Auflösung oder haben sie das wieder weggemacht? Ich meine, dass man auch mal so eine 2000 irgendwas oder so noch höher. Full HD-Videos. After moving into his new home. He says that he would often discover that many of his belongings had been inexplicably moved into the house's bathroom. Leandro installed a security camera to see what's been Es gibt ja auch so eine Rainbow but late one night, Rare he captures something more than he bargained for. Huch, Alter. Okay. Note up. Leandro is completely unnerved by the strange paranormal experience. He decides to check into the history of his new home for answers. He is horrified when he discovers that in the 1950s, a family of 4 passed away in a tragic fire on the very same land where his house now sits. Another night, and Leandro has his friend Daniel over. And once again, shit goes sideways. Shit goes sideways. Was sind das für Kameras? Was habt ihr denn da für einen Schneesturm im Zimmer, sag mal? A mysterious white figure can be seen passing by the window just outside Leandro's home. Then the items sitting on the nightstand get launched into the air by an invisible force. And Leandro and his friend Daniel jump up in shock. And now, this is when things get really strange. Because Leandro claims that after this incident, the spirit that haunts his house actually began to imitate or mimic the sound of his friend Daniel's voice. Son las 3 de la mañana de nuevo. Hi Erik, wie geht's dir? Wie war deine Woche bisher? Esto es lo que yo, con lo que yo convivo desde hace meses. Con esto yo convivo hace meses. Siempre que grabo. Ja, ich habe hier auch im Haus so einen Geist, der klingt genauso wie Firo. Aber es ist nicht Firo. Trust me. Vos no sos Daniel, esa no ist es tu voz. Nicht, weil. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país, vos no sos Daniel. Aber immerhin, besser als was Schlimmes. Die freaky alien that can't go unnoticed. Oh, mega. Die gucken wir uns sonst nächstes an. Déjame de joder. Déjame de joder. Si no puedo vivir, ya no puedo vivir así.
Was sind denn das für Kameras, sag mal? Ist das irgendwie so aus den 70ern, die Kameraqualität oder was? Ist das schlimm? Kann man, also da musst du ja schon absichtlich nach einer Kamera suchen, die so schlecht ist. Die kannst du ja gar nicht mehr so kaufen. Du musst ja schon aktiv eine Scheißkamera aus dem Müll fischen. Is it real? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Footprints. A woman named Kat lives in a remote area near the woods in Pennsylvania. One freezing cold morning around 4 a.m., Kat wakes up to find a light dusting of snow covering the ground outside. But then she notices something just outside her back door. Something truly disturbing. Good morning, guys. It is literally 5 a.m. and I opened the back door to put some dry food out for the stray kitties. And there are people feet printed all over my deck in the snow. Not the people feet. They start over there. So. Mädel, ich glaube, du hattest richtig Glück. Da ist irgendein ziemlich zugedröhnter Typ in deinem Garten gewesen, hat sich Katzenfutter gegönnt. And I don't see any in the yard. What is this? I see them kind of coming out of the flower bed. Dann wird Jerry den Sims erwischt. Das ist fies. Das ist fies, besonders wenn es so unerwartet kommt. Straight line from out in the yard up to the door, turned around towards the table, and then just stopped moving. That one has like. Und sofort erzählt davon, wir haben halt meinen Onkel gefunden. Und tief in Relief wartet träumend der tote Cthulhu. It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up, hysterical, probably because there was some das Bermuda-Dreieck. Ich habe ein Dreieck. Zufall. There's no reason to be out there barefoot. Now, for obvious reasons, Kat is a bit freaked out. But she's also worried that someone might be experiencing a mental health crisis and is wandering around in the freezing cold with no shoes. She calls the police, but she's reassured that no one has been reported missing or lost. And there have been no reports of trespassers or break-ins in the area. Kat is concerned, but she's done all she can. Cthulhu ist mein Onkel. Just lets it go. Hast du es ja mal But almost 2 weeks later, the mysterious footprints are back. Okay, morning footprint update. My footprints? Let me show you. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? Wir brauchen noch mehr Alien-Videos, Mamo, ne? Das eine wird wahrscheinlich nicht reichen. Mehr. They're in a different spot than... Look at my shadow. So those prints are in a different spot than when we had prints before. Let's go downstairs. Ich sag ja, Mädel, du hast da irgendwo entweder einen Obdachlosen oder eine ziemliche Drogenhöhle in der Nähe und die gönnen sich nachts Katzenfutter, wenn sie dicht sind. I just came up here and then I opened the window to see if any of the stray cats were coming up to the door yet because I didn't feed them yet. Ich glaube nicht, Mamo. Wenn jemand so deep in die Rabbit Holes kannst, dann bist du das. Du bist doch unser Conspiracy Sheep. Stay right along the side, so I don't interfere. Warum ohne Socken in Flipflops? Those are definitely very bare human feet, but there are not 6 toes on these that I can tell. So, jetzt kannst du, Mädel, mal deinen Fußabdruck daneben machen. Aber nur so aus Neugier. Nicht, dass wir sagen würden, das warst du vielleicht selber oder so. Nein, nein. Nur aus Neugier. Happy New Year. Kat purchased 2 security cameras to monitor the outside of her home, but the mysterious barefoot stranger hasn't returned. Okay, oder welcher Leichengott bist du? So could this be something supernatural? Or is it something even scarier? A real person creeping around Kat's house in the middle of the night. Leider immer so, Heads up, popular Chinese ghost hunter Xiao Long is back, this time investigating an abandoned school in China that is said to be extremely haunted. Der ist mega, den haben wir auch durch. As his live stream audience watches, Xiao Long begins to hear unexplained noises from somewhere in the building. He's a little on edge as he goes to check out the strange sounds. What happens next is... Wenn du nicht essen willst, dann maul aber auch just nicht, watch. weil du nichts kriegst.
Frieren hab ich auch angefangen. Muss ich noch weiter gucken. Solo-Leveling habe ich noch nicht. Storm Chaser. Xiaolong gets the fright of his life because of a plastic statue head. But luckily, Xiaolong delivers a good old-fashioned slap upside the head to put that statue back in line. But things are about to get a bit more serious and a bit more frightening. As Xiaolong explores deeper into the haunted school, this happens. Oh, YouTube. Was für Eis gemacht? Wenn die nicht zu lang sind, kannst du ja mal einschicken. Können wir bestimmt mal machen. Ein Ball. Gib's dem Geist. Ja, du wolltest doch Stress haben mit dem Geist. Jetzt kriegst du Stress mit dem Geist. Ja, natürlich habe ich Discord nebenbei offen. Da schicken mir meine Mods ja auch Infos und so. A small ball inside a classroom rolls across the floor by itself. So Xiaolong chucks it out a window. But then the lights hanging from the ceiling come crashing down, almost hitting Xiaolong. Now luckily the ghost hunter made it out safe, but he's not done just yet. Inside one of the school's many rooms, he finds a dirty old mirror. And this is when his exploration takes a terrifying turn. Die sind auch mal cool anzugucken. Ja, der ist sehr entspannt da allein in der Schule. Ihm geht's gut. Da ist er, das Chaos. Kennst du halt nix drauf. Ist ja nichts zu erkennen. Was? Der rote Pfeil hilft nichts, wenn man nichts erkennt. Was soll das denn? Was war das denn für ein Move? Unhöflich auch. Ja, wer weiß, was du dir so anguckst, Bambo. Ja, dann schick mir mal eins, was eher so 15 geht. Ben.
Private Browser, ja. Ob das stimmen würde, Bambo. No one there. In the mirror's reflection, someone can be seen standing behind Xiaolong. But when he swings around in terror, there's no one Kannst there. ja nichts drauf erkennen auf dem Video. After an Nix. attempt at kicking and flailing Ja, at the Aliens oder invisible entity, Cryptids? Xiaolong finds that the reflection of the figure has disappeared. But now he spots a shadowy face peeking in from a window, and a heavy closet comes crashing down right in front of him. Recommendations, The activity is becoming a little too intense. So Xiaolong decides to leave and ends his live stream. You can see even more terrifying moments from this ghost hunt over on the YouTube channel. Das erinnert mich so ein bisschen an den Xiaolong. Film Deadstream. Der mit dem Xiaolong da gerade. Also, habt ihr Deadstream schon mal gesehen? Ich weiß gar nicht, läuft das auf Amazon? Ich glaube, das war auf Amazon Prime. Das ist auch super. Das ist auch mit so einem englischen oder amerikanischen Streamer, der auch dann in so ein Geisterhaus geht. Das ist total schlecht gemacht, aber auch irgendwie witzig. Das erinnert mich extrem daran. Nein, aber überhaupt nicht. So, Moment, jetzt gucken wir mal erstmal die guten Alien-Videos. Okay, das ist aber aus dem Film. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht nur aus Filmen was genommen haben. Freaky Alien Encounter that can't go unnoticed. Und The Squeezed Lemon. Da bin ich mal gespannt. Also ich liebe ja so Alien Encounter-Dinger. Dann natürlich müssen wir gucken, haben wir die höchste Qualität? Natürlich, hier, Premium 1080p. Kartoffelkamera. Beste, was geht. Erst recht, ich streame in 1080p. Ne? Also das, was ihr jetzt seht auf euren Geräten, wenn ihr jetzt nicht runtergedreht habt, meine Videoqualität ist 1080p. Was ist denn das für 1080p hier? Also ich behaupte mal, dass meine Qualität besser ist. Das ist schon traurig mit nur 1080p. Also Mann. Ja, Kartoffeln sind das. Oder die schmieren immer erst so 1 Kilogramm Vaseline auf die Kamera drauf. Moment. DVD-Rips sind toll. Die guten DVD-Rips. Ja, wenn dann YouTube-Horror oder sowas. Muss aber interessant zu gucken sein, Ben. So, ich drücke mal auf Play. Mal, das ist jetzt auch Science. Das kennt hoffentlich jeder. Streak seen across the sky where a family called 911 claiming to see aliens in their backyard. It's the doorbell camera video that's raising a lot of questions. A man walks out of a house and in an instant he's beamed up to outer space. It's the story that's gathered worldwide attention. I swear to God, this is not a joke. They look like aliens to us. Big eyes, they have big eyes. Go! Run! Können wir uns ja gleich mal angucken nach Bambus Video. Beziehungsweise nach Bambus Videos. I believe I saw something, yeah. Next time, if you hear some weird noises coming out of your backyard, think twice. Otherwise, this might happen to you as well. Da ist ein Nackter im Garten. A few years back in Russia, a man, after hearing disturbances in his backyard, Alter, was ist denn da decided für to eine go out for an Qualität, Alter? Sag investigation, mal. thinking of a bear. He took out his camera Einfach to ein record the HD-Bild von dem Bären. What he came across So was eine far Kamera, ey. scarier than his imagination. A giant pale figure suddenly appeared out of nowhere and jumped on the roof. With no visible facial features, the creature just stared at the guy and disappeared from the scene. Weiß nicht, wovon sie reden. Leaving behind no clues. The video quickly went viral, with people starting to call it a humanoid alien that suddenly vanished after offering a rare sight. Ich glaube, das war einfach nur ein Besoffener, der sich erwischt gefühlt authorities hat. are refraining from giving any kind of statement. Freaky figure. Bet on this one. This was a close encounter with an alien. A man was in the jungle at night, perhaps wood collecting to ignite a fire in the cold Alles weather. Doc-Videos, alle However, as he was HD-Qualität. collecting Oder hier them, jetzt he hier heard auch some strange HD-Qualität, richtig noises gut. coming from behind a tree. Gleich I'm das sure das he might have Alien null expected erkennbar. wild animals and was mentally prepared for that. Instead,
What came out of the tree was not a wild animal, but another Das war noch creature. ein Dude. And you know what it could be? Yep, see it for yourself. A plain white body and elongated head, hawk eyes, and looking around in a very skeptical way. It seemed like it had just come out of its dwelling and was on the hunt. Vielleicht sind ja Thankfully, it didn't Aliens notice the in Wirklichkeit man and Geister immediately oder jumped Geister to sind other Aliens. bushes, vanishing from the scene. The man also didn't waste any more time standing there and came out of the jungle hurriedly. Dark monster. Don't fear the dark, but fear the creatures that live in it. They are all spooky and ghostly. While walking in the woods, this man came across a creature that was glued to the tree. It wasn't a monkey, certainly not, and it had a horrifying face and a strong body like one you'd never Nee, seen ich habe mich before. lange Zeit als As the Geist man spotted verkleidet it and bzw. looked again at the ausgegeben. tree, it was So gone. langsam in eure Just Psyche disappeared. reinkrabbeln Having kann. seen enough for one night, he Aber decided jetzt habe ich to go euch home. wahnsinnig und While verrückt genug heading home, gemacht, he dass ihr meine wahre encountered this Gestalt sehen creature könnt. again. This time in a very close encounter near a cave, where it seemed to be engaged in some sort of ritual in the middle of the jungle. Perhaps it was trying to call more of its friends. Whatever it was doing, it sent a wave of fear through the man, and he ran away from the jungle. Hat man immer so lange was, besonders Zunge verbrannt, das ist so heftig. But the creature Nur Tage noch was remains a wollen. mystery. Pale figure. Whenever we hear the term alien or Wieder even die guten think about it, HD-Stock-Footage. Kartoffel. well, that's the perfect image that comes to mind. An imp with a bent backbone was caught walking in quite a strange way near a house in Kentucky, as if it were trying to find people to Großmutter scare Gerda, or bist take du away das? to its dwelling. And we all know what happens in Hast such du deine places. Come on, Kontaktlinsen you must verloren? have seen it in movies. When a ghost captures its prey, it annihilates them. But before doing that, it wants them to Dürfte beg nicht for annihilaten. annihilation. Seid ihr meine That's the Kultisten? real dogma of aliens. And that's what it was trying to find in the neighborhood. Thankfully, its struggle seems to have gone in vain. However, it triggered fear in the surroundings as it vanished from the spot after a little search, and people were skeptical that it could reappear again. And that's when the real Ja, trouble aber could sowas happen. von. Well, we just pray and hope that such a situation never comes to pass. E.T. Visitor. To record what happens in the forest at night, a young adventurer decided to spend a few hours there. Soon, after some time, he felt the presence of someone else there. Sensing someone behind the bushes, Besonders the wenn da man zwei. meticulously hid and started recording. Horrifically, out of nowhere, a horrible creature jumped out. It must have been because of the camera's light. It sensed danger and came close to the tree where he was hiding. This guy surely had Ist ja auch nerves of super, wenn du steel. dich versteckst, He aber didn't eine panic, Lampe auf kept dich filming scheint. there to see it further. The creepy being, instead of running away, suddenly charged towards the guy. And Meinst this du, is dass exactly dein where Cousin the war? clip ended, leaving behind many questions. Did that guy manage to survive? Or did he become a Also, victim was sind of das für that Kameras, ET ey? Das visitor? ist, wenn No jemand one's solche sure Videos what aufnehmen happened würde, next. das wird doch keiner gucken. Da kannst du nichts von erkennen. Du kriegst ja kaputte Nightcrawler. Augen von. Have you ever wondered how aliens walk? Well, here it is. They walk by bending their bodies. Das ist das Just like Stickbug. this one that was caught on camera crawling on a huge Alien log haben wir sogar schon with durchgespielt 4 on legs. Stream. Check Haben its wir. height, guys. Ich warte It noch auf seemed das like 6 DLC. feet, even in a bent position. And how vigilant it was, checking all its surroundings to evade the threat if it came. More importantly, Na see geil. how silent it Oh was. Gott, welches Its Ende hatten wir footsteps damals? made no noise. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, ob wir damals das, we'd never be able to ich glaube, wir haben sense den them or Weltenbaum hear their abgebrannt. footsteps. Aber ich weiß nicht, ob wir damals auch das We have to be careful, because if Fingerende these are gemacht all haben, da, wo aliens du and they verrückt bist exist mit der among us, Frenzy there's a Flame. good possibility Weiß nicht, ob wir das that we hatten. may encounter them. And that would be the last thing on Earth I'd wish for. Horned Man. Ich weiß halt nicht, ob das die Frenzy Flame war. Ich bin nicht 100% human-like sicher. creature with horns? That's something out of the box. While searching for his lost dog, he was stunned to see a weird-looking figure peeking through the window. It had a human-like head, but strange
strangely with small horns. Oh Gott, oh Gott. However, Deine what arme was more Schwester. shocking was that the figure suddenly disappeared when the guy threw a flash at it. However, it appeared right as he switched off the flash. To search for that figure, that man went to the specific apartment, only to find out it was locked from the outside. Ich weiß es nicht, es ist halt so lange her. Wir haben es relativ früh zum Release gespielt. Müsstest du mal auf meinem YouTube-Video nach. Here comes another mystery on top of a mystery, guys. Das sind meine VODs eigentlich alles zu filmen. Ich glaube, da findest du auch Elden Ring. Only time will tell. Ghost Alien. Jetzt werden sogar Ghost Aliens, das sind sogar schon beides. Unexpected situation. Look how swiftly the ghostly apparition appeared out of nowhere and quickly passed right in front of him. Most of us might have ended up crashing, but not this driver. Now, let's get back to the creature at hand. Even though it was challenging to recognize this strange organism, its speed Hat aber auch keine Vollbremse gemacht, der Fahrer oder so, ne? You could see its strong body, powerful hands, and big-sized head. So it was definitely not human. But it didn't resemble any known animal either. So, what could it be? Well, it could be anything, guys. You already know that our world is slowly becoming home to species or organisms that we've never encountered before. Keiner weiß, was das ist. Es könnte alles sein. Vielleicht sogar ein Boot. First time? What are your thoughts on it? Unbothered creature. You already know that jungles are the most terrifying places, not only due to wild animals, but also because of the mysteries and other anomalies they hold. And if you're thinking of going there at night, I would suggest think again. Otherwise, you may have an encounter with this kind of creature hiding in the bushes. Recorded by a hiker in the dense woods, when he felt he was not alone, it sparked a wave of fear down his spine. And there it was, peeking from behind the bushes. A creepy creature was found spying on that guy. Small, scary, and sharp, standing still and looking for the best opportunity to strike the hiker. However, after realizing he was noticed by the hiker, the spying entity wasted no time and vanished into the woods. It didn't reappear, and the hiker came out of it safely. Flying Witch. Warum sind da jetzt plötzlich Hexen bei? Ich dachte, das sind Alien-Encounters. Warum ist da plötzlich eine fliehende Hexe? Suddenly started beeping. He hurriedly opened the door, and what he saw on his truck stunned him. Was zum Henker? Ist das auch so irgendein schlechten B-Movie oder was? Immediately jumped from it and did a handspring. Its acrobatic movement scared him. And he immediately shut the main door to protect himself. Later, when he looked out the window, he didn't find anyone. Perhaps it went to its dwelling, and that could be from out of this world. Mexican Alien. For those who die wurden schon aliens, debunked, diese Mumien-Aliens, dass die fake sind. A team of scientists found a mummified alien in Peru, South America, which was later revealed to the Mexican Congress. It is unlikely that purported aliens shown in Mexico this week came from another planet. It looked like an alien corpse, perhaps 700 to 1800 years old. There's no doubt about that, said the experts, who conducted extensive research on it. They found out that this corpse had 3 fingers and an elongated head. Well, people in the past did have some elongated heads, and they had short height as well, which made them imp. Some people are often found in a few tribes. Though its appearance resembles an imp, its mysterious fingers tell another story and suggest it could be an alien corpse. Furthermore, they stated it had eggs inside of its body, revealing more shocking details that suggest they were able to breed, and the world could have alien babies. I know you're scratching your heads too, just like me when I read about it. And that's what it is. The world certainly is a strange place for us. Alien remains. A couple of friends found this mysterious, pitch-black creature lying on the side of the road. At first, it seemed like an animal, but when they examined it thoroughly, it bore no resemblance to any known animal species. The men, who claimed to work in wildlife, stated that they had never encountered anything like it before. They began to entertain the idea that it might be an extraterrestrial being that had fallen from the sky. wäre das irgendwie so eine, layer of body that resembled wings.
which Fehlgeburt von irgendeinem Tier oder its so? sharp and elongated teeth were enough to send chills Wegen down dem one's komischen spine. Schwanz oder so. Das könnte halt We're auch lucky die not to Nabelschnur have sein. encountered this alien-like creature while it was alive. Later, it was sent to a research center for further examination. Boah. Confined mystery. When you live on farmland, there's no telling what you may or may not come across. A farmer, after a long, tiring day, was about to go home when he felt someone in his storeroom, like as if someone was knocking. Ignoring it at first, he then decided to look for the invader. What he witnessed was quite horrifying. A peculiar creature with a short height was sneaking through the wooden planks. Although the man couldn't see its face clearly, its large eyes shining in the dark so were vielleicht enough to einfach ein send Tapi-Baby shivers oder down his irgendwie sowas. spine. They were surely Kleine not Tote. human eyes. And besides that, it seemed to have an elongated head, depicting it as a creature from another world. Its sneaking behavior spread fear in the man, compelling him to run for his life. Although it must have been hard for him to sleep peacefully that night, somehow he survived. Flying humanoid. I think we've been so indecent in this world that Jesus himself is coming down to school us. Isn't that what it looks like according to this video? Das haben sie auch schon mal gezeigt. Das sind so Luftballons, die in Menschenform sind. Extra dafür da. He noticed a strange human-like creature coming down from the sky, and he called it Jesus. Well, I mean, it might be. Since the video surfaced on the internet, it sparked curiosity among people to find out what it was. Many people claimed they had seen such a sight before, and some mentioned that since their kids were afraid of going out after spotting a flying humanoid, some people argued Du versuchst noch 4 Pixel ranzuzoomen. like a drone. Well, guys, we all know that airport areas are strictly a no-go place for drones, or things like it. So it couldn't have been that at least. And what it truly was is still a mystery, as it has always been to people living in that area. Gloomy eyes. All credit goes to this bus driver who didn't freak out even after spotting this thing appearing from the dark. Going back to his home after a tiresome day, a bus driver thought he was traveling all alone, but this was exactly when things took a scary turn. He felt something really strange, just as if someone else was also present with him. To investigate, he looked behind and was shocked to his core. Someone in the back seat was looking at him with dark circles around its glowing eyes. The tiny pale passenger suddenly came out and almost stared into his soul. He immediately stopped the bus and jumped out to seek help. But no one was able to find the tiny cryptid, who might have already gone just before the inspection started. The shadow. The shadow. It's inside now. Tap it on the window out. There. Yeah. Top window. Yeah. This scary video was filmed a few weeks back, when a man in Florida went out one night to investigate some strange noises coming from an abandoned house in his neighborhood. He noticed something weird in one of the windows. A shadowy figure emerged out of nowhere, and before he could record it further, it suddenly vanished. Strangely, it appeared again, but this time from another window. Weirdly enough, it passed out of sight again, only to emerge from the window with yellow light. This time, it looks even more scary, as the shadow got darker and bigger than it was before. It vanished, and then never came back. Bottom window. What the hell is going on? Although he couldn't see clearly who it was, the guy claimed that it might be the ghost of the person who used to live in that haunting building. He immediately came back to his home, as it could have been dangerous to stay out there. After that one night, he didn't hear the noises again, and never witnessed the shadow again either. Strange. Mysterious eyes. A man was passing by a car when his eyes locked with the gloomy eyes of a woman sitting in the back seat. These were the kind of eyes that no one could forget if they'd ever seen them once. It intrigued him, and he couldn't resist to know more about it, so he opened the door. There was no one in the car, sending his fear level skyrocketing. The woman had vanished, like she was never there in the first place. And wait for the most head-scratching part, you guys. The woman reappeared as the car started moving. Now, if I was there, was? Da war jemand drin und dann fuhr das Auto weg, fast als hätten da einfach Leute drin gesessen. And ran toward a crowded place nearby.
Surely this man had one rough day, thinking that the night could be better, and it only got worse for him. Dem steht er jetzt auf. Hairy Wir fahren beast. nicht kein Auto, Kollege. A man on an excavator was working in the woods when he felt someone watching him from a distance. However, at first, he looked around, but couldn't find anyone. But when he was reversing his excavator, he noticed a giant black-covered creature standing far away from him, behind the bushes, observing this man. His instant reaction was Bigfoot. He fled the scene immediately. But when he came back with his fellows, they couldn't find anything. Although everything was recorded on the camera that was fitted around the place, it's hard to tell whether it was an actual Bigfoot or some otherworldly beast. Some say it could have been a bear, but bears don't usually hide like that. So what could it be, guys? Tell us your thoughts in the comments. Es war ein Gorilla. Chasing freak. A man was driving to his home, passing through the countryside, when all of a sudden Stell dir mal vor, du fährst du durch eine verlassene Gegend und auf einmal hast du so einen Bekloppten hinterher im Auto herein. Oder wenn du kurz anhältst, weil du pinkeln musst oder so, und du willst gerade losfahren und dann kommt so ein Bekloppter auf dich zugerannt. These were the only things one could notice. Some more cars passed this weird creature, but it didn't run towards them. Instead, it specifically ran for this car, made a growling noise and more. Thankfully, the man didn't stop his car and further accelerated it. He remained safe, came out of the countryside, and reached his home. I don't think he slept very well that night. No one could have slept after that incident. The next day, the man reported the incident to the cops, and they later found out that it was a drunk man who had been teasing people that night. However, they did charge him and made sure that he would not repeat the Die wissen, warum Freaky Alien, die wissen sogar, dass das ein Besoffener war. Die haben jetzt gerade selber gesagt, dass sie in derselben Nacht noch rausgefunden haben, wer das war und dass es ein Besoffener ist, der Leute erschreckt hat. Warum ist der in diesem Video? Eerie, was hat der Typ da zu suchen? Was hat er da zu suchen? Ja, weißt du nicht, ne? Was hat er da? Was ist da? Warum holst du dein Quietschi? So wütend bist du, dass du jetzt dein Quietschi brauchst. Ja, macht keinen Sinn, ne? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht so wenig Sinn, dass Eerie sein Quietschi hier braucht. Ja, mach mal kaputt das Quietschi. Wut jetzt. Da wird Eerie einfach wütend drüber. Was solche Quatschvideos. A mistake. Climbing creep. These trees in the middle of the jungle were thrown away as if they were mere leaves. Although it was caught on camera, no one was visible at the location to whom we can blame. Humans certainly can't do it. They don't have that kind of power. And neither could we see any excavator there. This mystery became more mind-boggling with the camera zoomed in. The mysterious black-colored species became visible. It was sitting beside the tree, and it was not some kind of animal. If it were an animal, it would have fled that scene right away when the tree fell. But it didn't run away. This raises so many questions. And an important one is, es gibt so schwarze Bären, die so einen breiten Plüschkragen haben ums Gesicht drumherum. If this theory's correct, there's a big challenge ahead for the wildlife authorities and researchers too. Die Kragenbären oder so vielleicht? Bin ich 100% sicher. Woods. Is that a White Walker? Because next on the list is a creepy creature who was hiding behind the tree and looked almost exactly like a White Walker. Du musst doch sagen, wie ein Akai-Emote aussehen würde. Look at the weird body formation. Dusty, skinny, cold, and whatnot. However, after coming out of the woods, he quickly informed the authorities and showed them the video. But they couldn't find any trace of that species. Maybe there's a hidden spot in the jungle where it went for safe passage. Well, no one knows what other mysteries these woods are hiding from us. Wooden creature. Ja, A group of Kragenbär. campers after dinner were strolling into the woods when they came across this peculiar creature lying lifeless on a tree. It was nowhere close to any known animal, as no one had seen such a species before. It looked like a wooden creature with an unusual face and twisted fingers supported by small hands. Filled with curiosity,
One of them took a wooden stick to check it out by moving it slightly. They failed to recognize this creature. However, they called the wildlife department, who then came and took it with them. The final report on that species is yet to come. And don't stress out, folks. We will get back to you very soon with more information about it. White freak. A man was driving home, passing through an empty road, when he noticed this white-dressed person in the distance. It had long hair, no shoes, was completely dressed in white, and was walking on the road like it feared no one. Den meine ich hier. So einen Bären. Diese Kragenbär heißen. Das Tier sah ein bisschen so aus wie so eine, oder? Was sie da gerade hatten, was den Bären umgeschmissen hat. Ich meine, dass es so ähnlich aussah. Nur größer. Und so. Was ist denn, Eerie? Warum bist du jetzt am Maulen? Möchtest du doch das Stück Pfannkuchen haben? Möchtest du denn dann haben? Den hier? Den haben? Das da? Das will, ach, das willst du? Okay. Ja, weil du kannst jetzt nicht die ganze Zeit Leckerlis kriegen, Kollege. It seemed like a human. But I don't think we're brave enough to be in such an uninhabited place late at night. I feel this person was being dictated by someone, or was in control of something. As this white creature noticed a car, it immediately ran toward it. Fortunately, the driver was clever enough and didn't wait for the scary creature to come near the car. He immediately reversed it and took a different turn. It is a humble piece of advice for you guys as well. Never stop a car at such places. Du bist fertig mit Verarschen. Oh, bin gespannt. Was ist es denn jetzt geworden? After watching this, I'll never Ja, ever leider können wir travel on nicht such roads again in my life. Just check this out, Leider guys. können wir kein HELLDIVERS spielen, weil die Server die ganze Zeit abschmieren. And the Deswegen gucken wir jetzt reason Video. was this creepy creature who had no dress on its body and was sitting in the middle of Ich the glaube, road. das ist auch ein The man did Betrunkener. press the horn, but it didn't affect the crawler. Instead, Ja, it das ist started Mensch. crawling backwards and had the intention to approach the man sitting in the car. However, the man sensed its plan and put his car in reverse, driving slowly. That Noch eine creepy Hexe. crawler stood up and started running backward. Das ist auch Or eine it grüne. might have had its front pose. Who knows? It started running backward, approached the bushes, and instantly vanished into them. The man drove off home. Instantly and never vanished, encountered steht da this erstmal rum. creature again, because he never went that route again. Walking legs. Was ist das für die Hosen? That's terrifying, guys. Imagine you're walking Die down the Hosen. street, and all of a sudden, someone like this emerges. This creature, whatever it was, had no head or body. All it had were Das ist aber die legs. einzige Person, Ben. CCTV installed at an undisclosed location captured these Angriff der odd lebenden walking legs Hosen. and has become a mystery ever since. The video surfaced online, but no one can still identify those weird limbs. Even authorities were unable to debunk the theories that circulated about this perplexing Warum starrst du discovery. mich so an? So, could this be some kind of otherworldly being trying to invade our towns? Or someone pulling a fake stunt to gain fame? Techno-Hosen. The Nun? Nun? Imagine if the Nun character really existed. Where would you run Ist das to ein hide? neues? Das ist kein Well, neues Video, you oder? Nee, probably das ist have immer noch no das place to hide, Alien-Video. because they know everything, just like in the hey. movies. And here is another Nun encounter. A man was driving on an empty road that often passes near the countryside. Suddenly, his car came across this figure that apparently looked like a nun. A Ja. lady in a white, long cloth. Just when he tried to Weiß avoid ja this nicht. life form, it Was für eine instantly Nonne jumped aussieht. and almost hit the car. This supposed nun creature was enough to cause Was für eine damage. Nonne The man's aussieht. calmness helped him and gave him time to think. He swiftly crossed this mysterious being, fled the scene, Mitten im and Editing kein reached Bock mehr home auf Aliens. safely. Hört sich Geister an. A man, while filming the video of his home, got the biggest shock of his life when he turned the camera upwards. A strange creature covered in white was looking at him from the roof. I still wonder why he didn't scream. It must be due to fear, as he went speechless for a while. However, this spooky being didn't stay there for long and quickly disappeared. The guy managed to capture it on camera and shared a video online to get some clues about it. People started calling it an alien,
while a few said it could be someone secretly spying on that guy. Because if it was an alien, why did it run away? Really an alien or just a hoax? What do you think, folks? Das war einfach nur eine Spanne. Stranded zombie. Jetzt Zombies? Everything about this video is mysterious. You may be astounded by this creature's behavior, which resembled more like an alien or zombie than a normal creature. Well, I'm scratching my head over this strange place too, guys. Where on earth could it be? And check this species' behavior. Skeptically looking here and there. Das wäre viel spookier, wenn sie jetzt gesagt, das ist eine Aufnahme von einem Mond Rover oder sowas. It sat for a moment, though after a futile search, it must be God's lonely man at that moment. Well, guys, when we did a little research about this place, we came to know that it was leaked footage from NASA. Aha. Sounds crazy, right? Well, listen more. Aha. It was straight from the moon. And Natürlich, vom Mond. I called it. Samples from the moon. And yeah, you could be on the moon too someday. Only if you start studying with dedication. Hellseherische Kräfte haben wieder zugeschlagen. The chicken dance. Oh, das haben wir schon gesehen, Dobby, der sich freut. Until I watched this video. A mysterious creature with a strange body formation and short height like a dwarf was caught on a home CCTV camera in La Junta. It certainly had a weird head. There was something attached to it, like a small tail on the head. And the thing popped up from nowhere and was found dancing while passing the garage. People called the police to seek help. But this creature has baffled even their heads as well. And they're determined that they will protect the whole neighborhood. We'll check more cameras in the surroundings to find its whereabouts. However, after a thorough investigation, the cops concluded that it was not an alien or any other creature from a different planet, but a young kid who was wearing a hat and a slim hoodie that made him look like an eerie creature through the security camera. So, folks, no need to panic. Just relax and enjoy your day. It's time for today's open discussion. You know what's scarier than jungles? Abandoned places. They hold mysteries that are home to creatures that you would never want to encounter in your lifetime. Even So. Also Gnome oder Leprechaun. Ah, okay. Aber ich glaube nicht, dass es das war. Das war Dobby. Das haben wir doch gesehen. Alter Vater. Es heißt so, mitten im Video hatte der Editor einfach keinen Bock mehr nur auf Aliens. Und hat sich gedacht, weißt du, jetzt tun wir da auch alles mögliche andere rein. So, ich mach mal das Cryptid-Video an vom guten Bambo. Mal gucken, ob da denn wirklich auch Cryptids vorkommen. Oder wieder alles andere außer das. Hier jetzt schon mal der Mottenmann. Und Eerie, warum bist du denn die ganze Zeit am Muren? Was möchtest du denn haben? Was möchtest du? Was möchtest du denn haben? Was möchtest du? Kann ich dir denn ein gutes? Woche eher sehr übel, aber Kopf. Okay, dann immerhin etwas. Gott, bist du Aliens? Eerie will Aliens. Möchtest du Aliens? Ja, möchtest du mehr Aliens? Oder willst du hier. Du willst hier bei mir sitzen? Willst du auf den Schoßi? Willst du bei mir kommen? Ja? Na ja. Ja, komm. Ja, dann komm mal hier. Wenn bei mir sitzen, ne? Ja. Wenn bei mir oben. Dann musst du hier hinkommen. Ah, nee. Opa, du Speckmann hier. Opa. Dann kannst du jetzt mit mir hier dann musst du aufpassen, nicht am Kabel ziehen. Mit der Pfote nicht beigehen. So. Kannst hier bei mir auf dem Schoß sitzen, wenn wir uns das Video angucken. Aber ja, nicht am Kabel ziehen, okay? Ja, das ist das Mikrofon. Ja? Interessant, ja? Ja. Das ist das Mikrofon. Ah. Nicht abschlecken, nein. Nicht schlecken. So. Also nicht wundern, wenn mein Avatar gleich durchdreht, weil Eerie sitzt jetzt auf meinem Schoß. So, und kriegt Bauchstreichler. Dann gucken wir uns gemeinsam das Video jetzt an. Genau, Gastkommentar von Eerie. Lemlem. Ja, erstmal Lemlem machen, ne? Ja. Hab die auch lieb. So, jetzt gucken wir uns das Video an, okay? Ah, ich streiche ja schon deinen Bauch. Alles Bauchstreichen willst du haben. In a world where the line between myth and reality is blurred,
where the shadows hold secrets that defy explanation, and where the unknown lurks in the darkest corners of our imagination, comes a revelation that will send chills down your spine. Brace yourself as we delve into the depths of the unexplained and the realm of the mysterious that will leave you questioning everything you thought you knew. From the Fresno Nightcrawlers to the New Jersey Devil, get ready for a heart-pounding journey into the realm of the extraordinary, as we present to you the 20 creepy cryptid sightings caught on film. Number 20. Mermaid. YouTube is full of strange and bizarre videos. The person who recorded this video claims that it shows one of the scariest creatures ever caught on camera. The video is set at Lake Xalotla, Nicaragua. As you watch, you can't believe your eyes. On a creaky wooden dock by the water, there is a creature that looks like a mermaid. Yes, a mermaid, the half-human, half-fish creature from folklore. The mermaid could be seen struggling and desperately trying to go back into the water. Its movements are a mix of grace and struggle, as if it is trapped between two worlds. You feel sorry for this strange being as it fights to find comfort in the depths of the water. What's astonishing is that this is not the only video of its kind. Many videos claiming to show mermaids can be found on YouTube. People are both confused and fascinated by these alleged sightings, which come from places all over the world. But the question remains, are these creatures real or just a hoax? Unfortunately, we can't definitively answer that. It's a mystery waiting to be solved. We'll leave it to you, the curious viewer, to think about whether this footage is genuine or a clever trick. Regardless, watching a mermaid in real life, struggling to return to its watery home, gives a weird feeling. It's like a darker and more sinister version of Ariel from The Little Mermaid. Number 19. Fresno Nightcrawlers. Oh, die haben wir auch gesehen. Das sind wieder die A strange Hosen. sight was Die captured on a laufenden home Hosen. security camera in Fresno, California back in 2007. It showed a peculiar creature known as the Fresno Nightcrawler, which looked like a pair of pants walking around without a body. This unusual occurrence gained local fame, and soon two more sightings were reported in Yosemite National Park in 2011. The footage of the Nightcrawler spread widely online, sparking discussions about aliens and demons. However, skeptics started investigating, and a YouTuber named Captain Disillusion analyzed the footage. He pointed out that the poor quality of the recordings made it easy to fake using CGI or a modified video clip of someone wearing MC Hammer pants. To make matters more suspicious, the owner of the original tape claimed to have accidentally erased the high-quality version, making it impossible to verify the authenticity. This convenient circumstance led skeptics to believe that the entire incident was likely a hoax orchestrated by the camera owner for attention. Since there have been no sightings of these peculiar creatures before or after these incidents, unless they reappear, we personally believe that this whole thing was just a publicity stunt to promote wearable sleeping bags which resemble the Nightcrawlers. Number 18. Ice Monster. A creature was seen swimming in the cold Chena River in Alaska in October. Craig McCarthy, an employee of the Bureau of Land Management, spotted the icy creature swimming in the murky water. He quickly recorded a video of the sighting, which sparked a debate on the internet. Some people wondered if it could be Nessie, the legendary creature from Loch Ness in Scotland, visiting North America. In the footage, you can see what appears to be a 15-foot-long creature moving through the water. It seems to have icicles on its back due to the freezing conditions. McCarthy spoke to a local newspaper and initially thought, along with others, that it might be a rope tangled on the riverbed with chunks of ice. Different theories have been proposed, ranging from a sea monster to a giant sturgeon. Some experts support the idea that it could be a rope with formed icicles, helping it stay afloat and giving the impression of swimming. Despite the video, no one has been able to conclusively prove the identity of the creature lurking in the water. This has led many to believe that it could be genuine evidence of an unidentified creature that modern science has yet to classify. Number 17. Mothman. Here's a question that you probably haven't heard before. Do you believe in Mothman? Oh, you might not know what Mothman is. Well, it's kind of like Batman, but completely different from Batman. Does that explanation help? Maybe we should just move on.
On November 15, 1966, Nein, das ist kein a newspaper Smash in or Point Pass Pleasant, Video. West Virginia, reported that several people had witnessed a bird-like creature, similar to a man in size, during a normal evening in the area. This report received national attention, and many people became intrigued by the mysterious creature. Soon, numerous individuals from all over the United States claimed to have seen the same creature, leading to its nickname, Mothman. Even today, people still claim to spot this alleged creature, especially with the help of modern technology. However, it has become increasingly challenging to convince others of these sightings due to the ease of skepticism and the difficulty of providing irrefutable evidence. In this era, even video evidence cannot be fully trusted. Seeing is believing, but it must be seen in a way that cannot be disproven. Life can be complicated with so many rules to consider. Number 16, cryptid swims in Thames. In the middle of 2016, the internet buzzed with a captivating video that unveiled a mesmerizing sight unfolding in the murky depths of London's Thames River. A curious tourist aboard a cable car seeking breathtaking views of Greenwich stumbled upon something truly extraordinary. Across from the renowned O2 Arena, the observer's eyes widened as they witnessed a remarkable creature gracefully navigating the water. For a fleeting moment, a colossal entity emerged from the depths, casting an imposing shadow beneath the surface. Its back was adorned with a series of multiple fins, adding to the mystique of its colossal size. Alas, the encounter was fleeting, granting only a tantalizing glimpse of this enigmatic being. Speculations abound regarding its true identity. Some daringly propose that this creature might be a basilosaurus, a colossal marine beast that roamed the earth some 35 to 40 million years ago, yet somehow managed to survive undetected in the unseen depths of the river. An awe-inspiring notion indeed. Nonetheless, skepticism shrouds this breathtaking footage, with skeptics postulating that it could be a clever fabrication, digitally manipulating the footage to introduce the mythical creature into the frame. The very possibility of such an ancient, gargantuan creature having eluded human awareness for countless years and now calling the River Thames its home is a tantalizing enigma. Okay, das ist schon wahrscheinlich, aber. Number 15. Grotesque monster. On July 23, 2011, two boys heard strange noises on their property and decided to investigate. They used their phones to capture footage of their encounter as they searched through the dark surroundings of their rural farm. They could only see a few feet ahead of them with a dimly lit torch, and they heard eerie noises in the distance. Eventually, they stumbled upon a barn covered in graffiti. From inside, a sound similar to a wild boar's guttural squeal sent chills down their spines. It was a chilling groan that would make anyone's blood run cold. The two boys hid, switching off their torches. They could hear something scratching behind the wall. Despite the craziness of the situation, they decided to take a peek inside the barn. To their surprise, they spotted a creature with a humanoid appearance lurking in the loft. It had a pale face with small eyes, a wide nose, and a bald head. The creature shrieked at them, causing the boys to panic and run into the darkness of the night. People have speculated about the identity of this mysterious creature. Some suggest it might be a demon, while others believe it could be an alien hybrid seeking refuge in the abandoned barn. Could it possibly be an animal that has managed to avoid human contact until now? Number 14. Humanoid creature. This video is quite disturbing. It was supposedly recorded in a remote zoo in Romania back in 2014. It is believed that a traveler passing through rural Romania discovered a secret farm operated by illegal traffickers. This farm, which is heavily guarded, apparently houses exhibits that are kept hidden from the general public, either because they are unknown or because people prefer not to know about them. Surprisingly, the backpacker managed to sneak a camcorder onto the property and filmed one of these exhibits. The video starts with the backpacker explaining that the zoo has a deformed animal locked up in one of the sheds. As he moves through a crowd of people, everything goes dark. The crowd gathers around a sealed cell with thick steel bars, and their reactions indicate that something extraordinary is happening.
Eventually, a gap opens up between two people, revealing a glimpse of a strange creature that appears to be humanoid. The creature moans loudly as it clumsily moves forward. Someone in the crowd yells, causing everyone to recoil in horror as the full extent of the creature's deformities becomes apparent. It seems to be a disfigured monster held against its will. The footage suddenly goes black, leaving us to ponder what we have just witnessed. No one has been able to provide an explanation for this video. Many people hope that it is fake, but there is an unsettling authenticity to it that leaves a lasting impact. Number 13, Pennsylvania White Bigfoot. In Carbondale, Pennsylvania, local residents have reported seeing a strange creature lurking in the woods. They describe it as a tall, white Bigfoot, about 6 to 7 feet in height, covered in shaggy fur all over its body. People often hear unusual sounds like low groans and rustling in the trees. In 2008, a video went viral showing this creature. It was recorded by a man who heard noises from his yard, which borders the woodland. In the clip, you can see a very peculiar-looking creature. It briefly pauses and then swiftly disappears into the darkness. It has deep black eyes, a long cone-shaped head, and is covered in white fur. Es ist noch nicht mal November. Warum sind die alle so horny heute drauf? So mal die armen Cryptids. The creature's tall stature and massive proportions are unusual, and it moves quickly despite its large size. Its face also reacts and contorts, suggesting that it's not simply a mask. It's worth mentioning that Carbondale has the first underground mine in the U.S., a vast network of dark tunnels. Some speculate that this creature might reside deep within these mines and only emerge to hunt. This creature, known as the Rake, is a terrifying entity that has been gaining attention recently. Number 12, Alien Hybrid. Several years ago, a strange incident was captured on film in a remote area of southern Vermont, United States, a few miles north of the Green Mountain National Forest. Local residents had been reporting sightings of a peculiar creature with long limbs. Ich sehe schon, wir müssen echt mal Cryptid Smash of Pass mit euch spielen. Das ist schlimm. In their backyards were discovered dead with puncture wounds on their necks, and other animals, including chickens, were disappearing without a trace. Eventually, the footage emerged when two children claimed to have encountered an alien in a nearby park. They explained that while heading home from a party, they heard unusual sounds. They quickly pulled out their phones and captured footage of a peculiar creature with long limbs walking across the grass from behind a tree. The creature had a round black head and a slim body. Its hind legs resembled those of a human, but what stood out the most were its two front arms, which moved eerily as it stalked through the park. Initially, the authenticity of the footage was met with skepticism. However, the boys insisted that it was genuine and hadn't been altered in any way. The video, combined with the reports of dead livestock, raises an unsettling question. Could there really be an extraterrestrial creature living in the hills of southern Vermont? Number 11, the skunk ape. The skunk ape is a big, smelly creature that has been seen in the swamps and forests of the southern USA. People have reported seeing the skunk ape since 1957. In 2000, someone sent a photo to the Sarasota County Sheriff's Office in Florida, claiming it showed irgendwann muss ich auch mal the gucken, dass ich so ein vernünftiges Mischpult hier herkriege, dann kann be ich an auch ein Soundboard mit einbauen. But orangutans have red fur, so this doesn't match. The photo could be fake, but it's one of the most convincing pieces of evidence. Oder so wären mega. Another alleged skunk ape sighting was shared on YouTube in 2013 by Josh Highcliffe, showing a creature similar to Bigfoot pulling bark off a tree in Mississippi. Some say these sightings could be bears. But when Josh's creature stands up, it's clearly not a bear. It's hard to say if these sightings are real or just people in costumes. One issue is that if Bigfoot is real, there would need to be many of them to survive. Without a big population, they wouldn't be able to reproduce well, and they would gradually die out. On the other hand, if there were many Bigfoot, sightings would be more common, and the mystery would be lessened. So whether Bigfoot is bears, apes, costumes, or unknown species, one thing is certain. They're fun to think about while spending time in the wild. Number 10, La Junta, Alien. The alien encounter would have been a completely different story in today's world. One major factor is the abundance of cameras everywhere, which would make it difficult to protect the alien from curious onlookers. If you need proof of this, just take a look at the following video. It was posted on Facebook and captured outside a home in La Junta. The footage shows a peculiar creature resembling something like dogs wandering around the neighborhood.
It seems confused or curious Nein, with its wobbly legs and floppy ears. The homeowner, Vivian Gomez, Leave Dobby noticed a alone. shadow outside her Leave front him door, alone. but it wasn't until she reviewed the footage that she realized what was happening. Interestingly, the other two cameras didn't capture anything. Once the footage was shared online, it caused a frenzy worldwide. People from all over chimed in, hoping to uncover the identity of this creature. However, there is still no definite answer. Erst recht kein Group Could it Smash. be an alien, a person in a suit, No Smash. or something else entirely? The only response that can be given is, I have no idea. Das ist seine Socke, wo kein Smash. Number 9. Gott, der Arme. Chupacabra. The chupacabra is a creature seen in Texas and Mexico. It attacks and drinks the blood of livestock. In Texas, it looks like a large dog with spikes on its back. While in Mexico, it's seen as an alien lizard. Pictures of the chupacabra are often scary, but they are usually just sick dogs or coyotes with a skin disease called mange. This makes them lose their hair and their skin shrivel. So the chupacabra is usually a sick animal, not a scary monster. There are some sightings where the creature looks more monstrous. For example, there is a video claiming to show a chupacabra in the Navajo Nation reservation. But closer examination reveals it to be a computer-generated fake added to the footage. Most chupacabra sightings can be explained as hoaxes or misidentifications. Okay, sie haben also, sagt jetzt sogar selber, dass es cases where gefaked livestock ist? have been found with drained blood. This can be explained by a natural process called lividity. When an animal dies, its blood settles in the lower parts of its body, creating the illusion of blood loss, especially if a blood test is done on the upper parts. Hier wird kein This Chupacabra scientific explanation gesmashed. No. clarifies the origin of the chupacabra Emmy. Das da wird nicht Number gesmashed. 8. Jersey Devil. Vielleicht der The Jersey Jersey Devil, Devil is a da würde strange ich creature gleich from New noch Jersey. It has the überlegen, head ob of a das goat, geht, bat-like aber doch nicht, wings, and doch a nicht swift tail Chupacabra. and No. hooves. People started talking about it in the Ja, die 18th Hexe könnt ihr century, haben. saying it came from a witch and Satan. I wouldn't want to Baphomet be würde part sich auch of noch that freuen, family. aber kein Chupacabra. Since then, many people have claimed to see the beast. In 2015, a man named David Black Hat's eine even took a geworfene picture of it as it Ziege? flew by. Another person Werfen die da recorded a einfach video of the Ziegen durch die creature on the Gegend? same night. Some experts thought the video was real, but skeptics noticed that the creature's wings fluttered like a butterfly, while the rest of its body stayed completely still. This makes them think it might not be a real animal. It could be a toy with a stuffed animal, or a cardboard cutout attached to it. So the video and David Das ist eine Black's picture Ziege, are eine probably fake. Ziege. However, there might be some truth to the Jersey Devil story, just not involving a real devil. Es sieht dann irgendwie Some aus, people eine think that the kleine early Ziege, haben sie descriptions so of the Jersey Hügelchen Devil dran match the geklebt und dann hammer-headed bat, a big bat found in Africa. Ah, was ist das denn für eine This bat Fledermaus? has many of the same features as the described creature, but nobody knows how it could have ended up in New Jersey. It might have escaped from a zoo or someone's private So nah. collection. So the witchy deal with the devil story could still be possible, though it's probably not true. Number 7. Oh, die The Wendigo. Wendigo-Dinger sind auch mega. This video, created in a found footage style, was uploaded to a YouTube Katapult channel am called Straßenrand. Slender Ja, Truth Ziege. in 2013. It supposedly depicts a group of boys who were followed and attacked by a creature called a Wendigo. In the footage, we see 3 young boys exploring an abandoned house in an unfamiliar rural area. Du solltest dich in They Sicherheit search through an bringen, die old wollen alles shack that smashen. appears to have been Lauf, unused Harry. for many years. The shack is in a state of disrepair, with rotting floorboards and discarded building materials. As they reach the top floor, a sense of unease builds up, as if they are being watched. Finally, as they descend the staircase, a monstrous being peeks its head into the house. It has long, slender fingers, a large, grotesque face with deep eyes, and a snout resembling that of a bat. The footage abruptly ends, suggesting that the creature attacked the boys. According to the video's description, the creature is referred to as a Wendigo, a malevolent beast from Native American folklore known for its insatiable bloodlust. The video has amassed over 11 million views, with many viewers assuming it to be a work of fiction. However, some people argue that it might be genuine, and that the boys have been reported missing since 2013. Whether or not this claim is true remains unclear. Number 6. Pale Crawler Sighting. Abandoned hospitals can be spooky places where ghosts are often encountered. However, they can also be prime locations for sighting mysterious creatures. In a YouTube video by John Edmonds, a group of urban explorers decides to investigate the abandoned Overbrook Asylum at the Essex County Hospital in Cedar Grove, New Jersey, USA.
The asylum has a dark history of cruel and brutal mental health practices, including lobotomies and electroshock therapy, leading many to believe that restless and angry spirits inhabit its dilapidated hallways. But the explorers stumble upon something unexpected. While examining one of the rooms, they suddenly hear a strange screeching noise. They quickly turn the camera and capture a terrifying four-legged creature running towards them. The creature remains mostly in shadows, making it hard to see its features, except for its long and thin limbs. Frightened, the explorers hastily leave the building, too terrified to stay in its path. Viewers of the footage speculate that the creature is likely a pale crawler, a lesser-known cryptid. Pale crawlers are described as elongated humanoid creatures with long limbs. People often mistake them for tall, naked humans at first, but they soon realize their bodies are oddly stretched and disproportionate. Some accounts mention glowing eyes, sharp teeth, and pale gray or white skin. These qualities make them unnerving rather than explicitly threatening, at least based on the available information. Now it's time for today's subscriber. In a small town called Santa Fe in Argentina, something extraordinary was captured on camera. It's a creature unlike anything anyone has ever seen before. A mysterious being that appears to be half human and half animal. According to reports, this enigmatic creature has caused havoc by attacking and injuring 2 dogs. The locals are calling it the Beast. The streets of Santa Fe have become its hunting grounds, and fear has gripped the community. Witnesses who have encountered the creature describe it as having a long neck and a small head, resembling a camel in some ways. One person shared their astonishing encounter, recalling how in 2005 they spotted the creature crossing a bridge. To their amazement, it looked directly at them before effortlessly leaping over the bridge's concrete wall, just like a kangaroo would, disappearing into the distance. Interestingly, there are similar accounts from the Philippines, where a similar creature is known as Aswang. According to local legends, it is said that a man can transform into a monstrous being. It possesses the ability to shapeshift, taking on the forms of both cats and giant birds. These reports have left people astounded and bewildered. Let's have your opinion on what you just saw. Number 5, the Rake. Back in 2003, the world was captivated by an extraordinary tale of a peculiar being. It was a creature like no other, with elongated limbs and razor-sharp claws, notorious for its seemingly senseless acts of violence. The story spread like wildfire across numerous media outlets, each one eager to share the chilling accounts. Among the weird tales, a particular video emerged from an undisclosed location in England. It showcased a brave young man strolling through a deserted playground, his camera equipped with an infrared feature. As he ventured forward, his eyes caught sight of an enigmatic figure perched atop the playground slide. The creature's eyes illuminated upon spotting the man, and with uncanny agility, it leaped into the abyss of darkness below. In a sudden twist of events, the swings behind the man began to tremble violently, and the footage ominously faded to black. While some dismiss the existence of this creature, dubbed the Rake, as pure fabrication, others find themselves swayed by such sightings. The Rake has gained significant popularity in recent years, igniting the imaginations of many and giving rise to spine-chilling tales, homemade videos created by enthusiasts, and even full-fledged movies inspired by its terrifying presence. Wie lang geht eigentlich das Video, das du mir geschickt hast? Leaving room for speculation about the true nature of this otherworldly entity. Nee, habe ich noch nicht. War das in eure Drohne oder war das einfach ein Video von einer Drohne, die so ist wie die ihr benutzt? There are times when sightings of mysterious creatures can take on familiar appearances. A video shows what seems to be a normal fish emerging from a thick layer of mud and debris. Things become very strange when the fish opens its mouth and smoke starts coming out of its lungs. Cue tense and ominous music. The question arises, what could be the cause of such bizarre behavior? Is this seemingly ordinary fish actually a weird cryptid capable of breathing fire? One Reddit user tried to debunk these claims, stating that the creature is a simple lungfish and that the behavior is normal for its species. However, others who watched the video quickly pointed out that there is no mention of lungfish exhaling smoke in the provided evidence or anywhere else on the internet.
Given this, it is possible that this unusual fish is actually a previously unknown cryptid, an animal that has yet to be classified by modern science. Number 3, transforming creature. Did you know that transformers aren't just cars? There are actually biological transformers too, but what exactly are they? Well, that's a whole different story, and it seems like no one can agree on an answer. It's kind of like most of the issues we faced in 2022, honestly. There's this online video of a strange creature that transforms underwater, and it left viewers completely shocked and confused. The video was taken by a remotely operating vehicle in the Indian Ocean at a depth of 3,753 feet near the coast of Africa. But what exactly is this creature? Scientists are still puzzled, and even expert marine biologists can't agree on its species. It's a mystery. It's worth noting that much of the world's oceans remain unexplored, so this could be an undiscovered species, which is pretty exciting for anyone interested in ocean creatures. Warum du zu der Vernissage hin musst. But the idea of underwater transformers does make me excited, I have to admit. Number 2, skinwalkers. The Navajo culture in the southwestern United States is renowned for its rich traditions and customs, but hidden within their folklore are some spine-chilling creatures. Among them lurks the skinwalker, a malevolent witch capable of shape-shifting into different animals. Legend has it that this wicked being employs its powers to deceive and eliminate members of the tribe, luring them into a false sense of security. As the tales go, when the skinwalker assumes a human form, it exhibits animalistic behavior, growling and scurrying on all fours. Interestingly, an intriguing CCTV footage from 2021 has caught the attention of certain internet users who ponder whether it could potentially capture a sighting of a skinwalker. Watch the footage yourself and draw your own conclusions. Though it may unsettle some, skepticism exists among those who aren't convinced. Some viewers amusingly speculate that the person in the video might be frantically searching for their misplaced glasses, rigorously training for a thrilling wheelbarrow race, delighting in the refreshing night breeze after indulging in recreational substances, or simply fabricating a playful hoax of a mythical creature. Whether true or not, the allure of the skinwalker legend captivates the imagination, adding a touch of mystery to the vibrant tapestry of the Navajo culture. Number 1, the Thunderbird. The Thunderbird is a huge bird from Native American myths that made thunder sounds when it flapped its wings. In 1886, some men in Tombstone, Arizona claimed to have caught one and showed a photo with a big pterodactyl as proof. Recently, these photos were shared online, leading some people to think the Thunderbird was a real dinosaur. People who doubted the story investigated the photos and found out they were fake. In 2000, a TV show called Freaky Links made a model of a giant pterodactyl for an episode about the Tombstone Thunderbird. The photos being shared were actually from that TV show. Also, the real photos of the alleged Thunderbird from the 18th century are lost, which seems suspicious. Experts don't believe a giant pterodactyl flew around Arizona in the 18th century, but they think the Thunderbird myth might have come from dinosaur bones. While pterodactyls and pteranodons don't fly anymore, their fossilized bones can still be found in North America. In 1983, scientists found a Pelagornis sandersi fossil in North Carolina, which had a 24-foot wingspan and was the largest bird ever discovered. These ancient birds looked like thunderbirds. Other similar-sized bird fossils, like the Argentavis from South America, also went extinct millions of years ago. These kinds of fossils can be found all over the Americas. So it's understandable how people in the past, who didn't know the difference between fossils and real bones, could mistake them for the remains of living monsters. Hopefully, it was the fossils that caused these misconceptions. Which of these spooky creatures did you find the most disturbing? Share your thoughts in the comments section below. Thanks for watching, and we'll see you in the next one. Einfach Dinos mit dabei. Total random. Gut, da gucken wir jetzt ich glaube noch das Video vom guten Chaos-Ben an. Das ist ein YouTube-Horror-Video-Eisberg. 15 Minuten oder 10 Minuten oder so. Und dann ist ja auch schon 23 Uhr. Haben wir es tatsächlich schon rum wieder. Wie schnell einfach mit ein paar Videos schon die Streamzeit um. Das ist der Wahnsinn. Okay, gucken wir mal rein. Ich drücke aber kurz noch auf Pause, also nicht wundern. In 14 Minuten geht, das passt doch ganz gut.
Dann suchen wir danach nämlich noch was zum Raiden. Aber ja, mal schauen, was es ist von Kyo. Also nicht unsere Kyo aus Vibrant, sondern irgendein anderes Kyo. Selbst noch nicht gesehen. Hast du auch noch nicht geschaut? Okay, dann hoffen wir mal, dass es gut ist. Ist auf jeden Fall auf YouTube. Dementsprechend hoffe ich mal, dass es streamkonform ist. Gleich weiter. Wir essen gleich erstmal was. Sofa. Also Fio und ich werden wahrscheinlich eben gleich eine kurze Pause machen. Essen, kochen, was futtern, aber können wir nachher machen. Wir können nachher gerne noch ein bisschen weiterspielen. Es sei denn, die Fio sagt nein. Ich weiß aber nicht, was sie dazu sagt. Ich glaube, Fio ist momentan noch beschäftigt mit Zeichnen oder so. Firo, bist du da? Firo, hören Sie uns? Schalten live zurück zu Firo. Müssen warten, ob da was passiert oder auch nicht. Iri, was ist denn los? Warum bist du eigentlich die ganze Zeit am Murren? Du hast doch jetzt gerade gekuschelt und hast Leckerlis bekommen. Und du willst das auf dem Teller nicht essen. Du guckst den Teller an und murrst, aber wenn ich dir das anbiete, dann willst du das nicht haben. Was ist da los? Was möchtest du denn? Bis da, bis weiß ich. Piech. Nein, Firo, wollen wir gleich nach dem Essen, also nach dem Stream, wenn wir dann gegessen haben, wolltest du dann noch ein bisschen weiter zocken? Firo hört, aber Firo doesn't care. Das könnte es natürlich sein. Hier, möchtest du das jetzt haben oder möchtest du das nicht haben? Dann weiß ich nicht. Fleißig am Bauen und bin gespannt. So, dann gucken wir uns das Video noch zu Ende. Danach schmeißen die gute Fio und ich irgendwas in eine Pfanne, Backofen oder sonstiges, je nachdem, was wir dann essen werden. Und dann können wir gerne machen. Aber jetzt gucken wir erstmal das Video. So. Heute geht es um den YouTube-Horror-Eisberg, beziehungsweise den Eisberg von YouTubes dunkler Seite. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Video zu machen. Entweder wir fassen alle gruseligen Sachen, die es auf YouTube jemals gab und jemals gibt, zusammen und kategorisieren die Themen in die jeweilige Eisbergstufe ein. Oder wir machen es ein bisschen kompakter und ich suche mir ein paar Themen raus, die zu diesem Eisberg passen. Und wir starten damit ein neues Format und machen das mit dem Eisberg öfter, falls das Video gut ankommt. Erstmal, was ist dieser Eisberg überhaupt? Einen Eisberg könnt ihr euch als eine Art Ranking vorstellen. Ganz oben ist die Spitze mit Stufe 1. Hier befinden sich die softeren Sachen von YouTube. Ihr könnt den Eisberg so gestalten, wie ihr wollt. Wir haben jetzt 4 Stufen. Ich gehe gleich auf alle Ebenen ein. Dann gibt es noch die zweite Stufe, die ein bisschen tiefer ist. Die dritte Stufe, da geht es ein bisschen härter zu. Und bei der 4. Stufe sind wir dann am Meeresgrund. Und dort gibt es wirklich die verstörendsten Sachen. All diese gruseligen Sachen findet ihr auf YouTube. Und ihr werdet euch teilweise fragen, warum gibt es diese Sachen auf YouTube? Bevor wir eintauchen in die dunkle Seite, frage ich mich bei den Videos, die wir heute gesehen haben, auch. Warum gibt es die auf YouTube? Süchtig machen wird. Und zwar Matchmasters. Matchmasters ist ein richtig cooles Puzzle-Game. Ja, wir wollen keine Handywerbung. Es ist kein langweiliges Rätselspiel oder so. Nein, es macht wirklich super viel Laune. Raid Shadow Legends oder andere Memes. Ganz soft und harmlos. Ich warne euch, bevor es schlimm wird. Die erste Ebene können wir relativ kurz halten. Es geht hier um offensichtlich fiktive Sachen und Unterhaltung. Dabei geht es zum Beispiel um Horror-Games wie Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime und all die anderen Indie-Horror-Games, die durch eure Lieblings-Let's Player ihre Aufmerksamkeit auf YouTube bekommen haben. Ebenso sind auf der Spitze die Kanäle von normalen Horror-YouTubern, ja, die über gruselige Dinge Videos machen. Damit meine ich jetzt wirklich die YouTuber selbst, also nicht, dass die YouTuber an sich gruselig sind. Creepypastas gehören ebenfalls zur Spitze und ich würde sagen, verbotene Folgen aus Serien ebenfalls. Okay, das war die erste Ebene, wie gesagt komplett soft. Das war jetzt sehr allgemein gehalten. Ich hätte natürlich jetzt noch mehr ins Detail gehen können, was ist Five Nights at Freddy's. Über bestimmte Creepypasta hätte ich mehr reden können, aber weiter unten geht's mehr ins Detail. Okay, die zweite Ebene ist etwas gruseliger. Es ist die Ebene mit dem Spalt zwischen Fiktion und Realität. Ja, Freunde, wir sind bereits unter Wasser und reden jetzt über Apps, über gruselige Fakten und eine seltsam verstörende YouTube-Serie. Bei den Apps starten wir mit Talking Angela. Angela 2 sieht viel fresher und jünger aus als du. Oh mein Gott! Und damit meine ich jetzt nicht diese gruseligen Unterhaltungsvideos, sondern ich meine wirklich Talking Angela selbst, die App, weil die für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Talking Angela ist eine Spiele-App für Kinder, die Zugriff auf eure Kamera und Mikrofon bekommt. Sie plappert euch nach, sie winkt, wenn ihr winkt und ja, ihr könnt sie füttern. Ja, eine App, die einfach Kamera und Videozugriff und Voice-Zugriff kriegt. Da kann gar nicht schief gehen. Denn es gab Gerüchte rund um Talking Angela.
Talking Angela wurde scheinbar von einem Pädophilen aus Amerika gehackt. Dieser Mann kann dich beobachten und hat auf alle ja, da Daten kann auf ja deinem gar Handy nichts schief Zugriff. gehen. Er stellt sehr persönliche Fragen, will wissen, wo du wohnst und macht versteckte Fotos mit der Handykamera, um dich dann zu stalken. Dieser Mann sei wohl ein 67-jähriger Kinderschänder. Ja, laut dieser creepy Warnung soll das Böse im Auge der niedlichen Katze stecken. Anscheinend hat man im Umriss eine Person erkannt, also im Auge dieser Katze, die euch beobachtet. Es soll wie gesagt ein 67-jähriger Kinderschänder sein, der sich in diese App gehackt hat und damit eben die Möglichkeit hat, Kinder zu beobachten, ihnen intime Fragen zu stellen und so weiter. Talking Angela hat sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Nutzer der App, die immer noch dran glauben, ich vorstellen, wie das passieren kann. Deswegen, Leute, ladet keine App runter, aber es waren nur Gerüchte. Aber allein die Tatsache, dass das Ding so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und auch dieser Gedanke selbst, wie creepy das wäre, wenn wirklich eine Person dahinter wäre, die euch beobachtet. So ein alter Mann, der irgendwie auf Kinder steht oder so, ist so gruselig, dass diese App es auf diese Liste geschafft hat. Wäre das alles wahr gewesen mit Talking Angela, dann wäre die App weiter unten gelandet. Dann gibt es noch eine weitere App, die aber bereits gelöscht wurde, und zwar Call Blaze and the Monster Machines. Call Blaze and the Monster Machines ist auch eine App für Kinder. Pokémon Go hat, glaube ich, nur Kamera. Ich glaube nicht, dass die auch... Und ja, diese App sieht irgendwie aus wie so ein Telefonauto. Das Problem an dieser App war, dass du wirklich mit einer anderen Person telefonieren konntest. Also scheinbar haben diese Entwickler gedacht, aber auf Instagram und so, das kannst du benutzen, ohne Zugriff auf die Kamera zu geben. Besonders wenn du nur wirklich mit Erwachsenen Benutzer bist, nicht selber ich weiß Content nicht genau, was dafür. das für Leute waren. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwelche Kriminellen waren, aber allein die Tatsache, dass Kinder mit fremden Menschen telefonieren können, das geht halt gar nicht. Diese App wurde daraufhin gelöscht. Wie kommt denn auf solche Ideen und denkt, ja, das ist eine gute Idee. Die nächste App, über die wir reden, ist Random-Nautica. Random-Nautica ist eine App, die euch scheinbar an paranormale Orte führen kann. Das Konzept von Random-Nautica entstand ursprünglich aus einer Reddit-Community von einigen Usern, die im Grunde das gleiche machen, was die App nun automatisch erledigt, nämlich sich gegenseitig an zufällige Orte zu schicken, um diese zu erkunden. Zwar haben sich die Entwickler von Random-Nautica noch eine kleine Hintergrundgeschichte ausgedacht, um das Ganze etwas interessanter bzw. spannender zu gestalten. Angeblich spüre die App mit Hilfe eines Quantencomputers bestimmte Hotspots, auf denen merkwürdige Dinge vor sich gehen sollen. Die App funktioniert höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe sie ein paar Mal getestet, kann es auch gerne nochmal machen, falls ihr Bock habt. Macht auf jeden Fall Spaß, weil man dadurch an Orte kommt, die man sonst nicht abcheckt, so ähnlich wie bei Pokémon Go. Das Problem ist aber, dass es wirklich bereits Vorfälle gab. Es wurden zum Beispiel mal Leute durch diese App an einen Ort gebracht, an dem eine Leiche in einem Koffer gefunden wurde. Es gibt keine Belege dafür, dass die App... Jerry, hi! Dankeschön für dein Raid, hallo! Das ist ein Raid, kein Überfall. Okay, dann lassen wir die Hände doch unten. Hallo, 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 wie geht's dir? Moment, was habt ihr denn Feines gemacht? Kriegst du einen Shoutout? Moment. Da. Just chatting. Oh, was habt ihr Feines gemacht? Wir gucken gerade eher gezwungenermaßen ein paar gruselige Videos. Man sieht auch richtig viel mit Geblur und allem drum und dran. Denn eigentlich wollten wir heute Helldivers 2 zocken, aber wir fliegen die ganze Zeit raus. Die Server sind heute nicht stabil. Dementsprechend gezwungenermaßen eher so Just Chatting mit Videos gucken. Aber ich hoffe, der hat Spaß. Und Wikipedia. Ach, hier, was war das denn? Die VTuber-Wiki, ne? Müsste ich mich auch immer mal dran setzen. Wenn ich nicht so unglaublich faul wäre, würde ich die vielleicht auch mal aktualisieren. Aber ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei. Und danke dir. Du setzt euch gerne noch zu uns. Und gruselt euch ein bisschen mit uns. Iri hat sich auch schon versteckt, wie man sieht. Der hat auch Angst. Wie hat die gesagt, sie soll herkommen nach Hause und zünden. Nix da. Einfach streamen und zack, ran da. Ja, müssen wir mal gucken. Sonst musst du mir zeigen, wie das geht. Ich habe sowas noch nie bearbeitet. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da reinschreiben soll. Da musst du das mal mit mir zusammen machen, die Wiki bearbeiten. Mir beibringen, wie das geht. Ich habe noch nie eigene Daten eingegeben. Würde ich da nicht meine Geheimnisse offenbaren? Würde die ja nicht mitkriegen, dass ich gar kein Geist bin? Oh, wir könnten auch Fake-Sachen reinschreiben. Eldritch ist einfach nur ein Geist. Trust me. Der ist total harmlos. Der will nur so ein bisschen an eurer Sanity knabbern. Gar nicht schlimm. So, ich mache nochmal das Video an. Es geht nämlich nicht mehr lang. Das ist YouTube Horror Eisberg. Vorhin hatten wir ein paar über Aliens und Cryptids und jetzt haben wir gerade was über YouTube Eisberge.
wirklich funktioniert. Aber allein die Tatsache, dass es schon so viele Vorfälle gab, war für mich ein Grund, die App auf die Liste zu packen. Ebenfalls auf der zweiten Ebene befinden sich gruselige Fakten. Dabei geht es um alle Arten von Fakten, wie zum Beispiel, ja, so gruselige Disney-Fakten, die wir schon öfter thematisiert haben. Und was weiß ich, es gibt wirklich zu viele, deswegen werde ich hier auch nicht ins Detail gehen. Ich habe ein 100 Horrorfakten-Video gemacht, das könnt ihr gerne abchecken. Aber ansonsten gehen wir jetzt direkt weiter. Ja, sag doch, Don't Hug Me, I'm Scared. Mit dem Namen Don't Hug Me, I'm Scared. Don't Hug Me, I'm Scared ist eine Horrorserie, ja, eine Horror-Comedy-Serie. Also einfach, wenn du Bambo-Plüschtiere gibst und sagst, mach mal ein Video. Die Serie ist eine Kombination aus Puppenspiel dann kriegst du und sowas. Computeranimation mit Horrorelementen, ja, so im lustigen Stil einfach. Die 3 Protagonisten Yellow Guy, Red Guy und Duck Guy erleben in jeder Folge Abenteuer und singen gegen Ende jeder Episode irgendwelche Happy-Hippo-Lieder, wie wir es aus Kinderserien kennen. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get the idea? I just try to think creatively. Die Songs sollen einem etwas beibringen. Nein, das ist kein Smash-Or-Pass-Video, no. Aber Freunde, es gibt einen Haken an der ganzen Sache. Denn während die Songs spielen, bemerkt man, dass es eigentlich um etwas völlig anderes geht, als dieser warum bist du plötzlich Raid-Leader von Soda? Hä? Oh, there, friend, you might need to slow down. Was ist da denn los? Es eskaliert irgendwie alles, die ganze Serie versinkt im Chaos, alle rasten aus, Musik hängt sich irgendwie auf, Tod, Blut, alle sind tot. Okay. Dadurch, dass die Serie wie eine normale Kindershow aussieht und eben erst im Laufe der Folge alles gruselig wird und auch sehr viel tiefsinniger wird, dachte ich, ich packe auf jeden Fall diese sehr, sehr nice Serie. Ich würde es nicht wundern, Holber, die kennst du doch bestimmt alle, oder? Die Folgen von Doggen Kinder verstört hat. Zu dieser Serie gibt es einige Theorien, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Falls ihr die Serie nicht geschaut habt, dann macht das auf jeden Fall, lohnt sich. Okay, Freunde, genug Schabernack. Die Folge ist einfach so durch, ey. Denn wir tauchen jetzt zur dritten Ebene. Die dritte Ebene widmen wir verstörenden Kanälen und fangen dabei bei Robert Helpman an. Worum geht es bei diesem Kanal eigentlich? Wenn man sich das Profilbild anschaut, denkt man, alles süß. Aber wenn man dann auf die Videos schaut, bemerkt man, dass irgendetwas nicht stimmt. Insgesamt gibt es auf diesem Kanal 10 Videos. Das erste nennt sich Daisy Arrives. Durch. Man sieht auf diesem Video einen Stuhl und hört gruselige Melodien. Doch genau bei der Hälfte des Videos sieht man plötzlich eine in scheinbar Plastik eingewickelte Leiche auf dem Stuhl. Aber solche random Videos halt. Nicht, ob das wirklich eine Leiche ist oder nicht. Auf jeden Fall sieht man in allen Videos diesen Leichensack und einen Mann, der diese Person misshandelt, falls es eine Person ist. Es gibt zu diesem Kanal verschiedene Theorien. Manche sagen, es seien Videos aus dem Darknet und so weiter. Ich kann mal ein eigenes Video zu diesem Thema machen, ansonsten haben bereits andere YouTuber wie Creepypasta Punch schon sehr gute Videos zum Thema random Videos, um random zu sein. Über den nächsten Kanal auf der Liste habe ich bereits ein Video gemacht und zwar nennt sich dieser 01A51CD0. Dieser hat in den letzten 10 Jahren sehr verstörende Videos hochgeladen. Auch hier gibt es verschiedene Theorien, was genau wenn du jetzt ChatGPT sagst, es soll ein Video für dich machen. Wie bei Robert Helpman auch versteckte Botschaften und sind teilweise echt extrem gruselig. Wie gesagt, dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Hier will ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall gibt es von solchen seltsamen, verstörenden Kanälen noch viele weitere. Und genau deshalb ist dieses Thema auf der Liste. Okay, Freunde. So langsam kommen wir unten an. Und eigentlich wollen wir hier gar nicht sein. Wir reden jetzt über Dinge, die eigentlich unaussprechlich wenn jetzt Nukes Top 5 oder so dabei ist, ne? Willkommen in der 4. und letzten Ebene, der Meeresgrund. So wie bei allen anderen Ebenen gibt es auch bei Ebene 4 verschiedene Themen, über die wir heute reden können. Aber ich habe mir nur 2 rausgesucht. Und zwar geht es um Fake-Tierrettungen und Schokumentationen. Es wird jetzt brutal, also falls ihr wegschauen wollt, schon die letzte Stufe bei dir, denn wir reden jetzt über Dinge, über die man nicht reden sollte. Auf YouTube gibt es Videos, die zeigen, wie Menschen Tiere retten. Aber nachweislich haben sich vermehrt Fake-Videos eingeschlichen. Genau auf demselben Level wie diese ein Betrug, um Spenden zu generieren und Geld zu verdienen. Das Traurige daran, Tiere werden bewusst und gezielt gefährlichen und bedrohlichen Situationen ausgesetzt, um dann von vermeintlichen Tierrettern oder Tierschutzaktivisten gerettet zu werden. Kaninchen, Kätzchen oder Hundewelpen werden in schrecklichen Situationen gezeigt.
Ein Kätzchen versinkt im tiefen Schlamm. Ja, genau, der oder Hundewelpe wird von einer Schlange genau, angegriffen. Das Kaninchen von einem Hund. Ein vermeintlicher Held rettet dann das Tier und seine Heldenaktion wird per Video festgehalten und später online gestellt. Meist begleitet mit dramatischer Musik. Das Video erhält viele Klicks, denn Menschen erfreuen sich an solchen Rettungen. Was sie nicht wissen, die Szenen wurden künstlich geschaffen. Das Kätzchen wurde vom späten Retter in den tiefen Matsch versenkt. Der Hundewelpe wurde zielgerichtet einer Schlange ausgesetzt. Das Kaninchen einem Hund, um dann gerettet zu werden. Diese betrügerischen Videos werden nur gemacht, um Geld zu verdienen. Was die Situation noch schlimmer macht, ist, dass die Tiere verletzt werden und teilweise sogar sterben. Die Produzenten dieser Videos machen daraus Spendenaktionen und extrem viele Kanäle schon gebannt, die sowas gemacht von haben. Tierfreunden aus. Sie täuschen Menschen mit den Videos und bringen sie dazu, Abonnenten oder Spender zu werden. Und was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass all die Plattformen, die wirklich Tiere retten wollen, die versuchen irgendwie Spenden zu generieren, weil sie brauchen, um Tiere zu retten, dadurch in Verdacht geraten, dass sie auch Betrüger sind. Grüße zurück an Teneriffa, lieber Tiere mal wieder auszubeuten von Menschen, denen ich wirklich nichts Gutes wünsche und damit zusätzlich noch wirklichen Wohltätern zu schaden, macht für mich dieses Thema eines zu den schrecklichsten und deswegen kommt es für mich auf die Stufe 4 des Eisbergs. Und zum Schluss reden wir über eine Dokumentation, die es meiner Meinung nach nicht geben sollte und vor allem nicht auf YouTube, aber ja, das folgende gibt es auf YouTube zu sehen und zwar unzensiert. Es geht um eine Dokumentation mit dem Namen Gesichter des Todes. Diese Filmreihe wurde 1979 erschienen und in dieser Dokumentationsreihe geht es um das Thema Tod und Sterben. Dieser Film mischt echtes Material von Todes- und Tierschlachtungsszenen und auch echte tote Menschen kann man in diesem Film sehen. Dadurch, dass eben alles vermischt ist, weiß man nicht genau, was ist jetzt echt und was nicht. Auf jeden Fall gibt es in dieser Filmreihe echte Szenen von Tieren, die gequält werden und Menschen, die gestorben sind, die man teilweise in Mülltonnen und so gefunden hat. Der Film wurde in einigen Ländern wie Neuseeland, Australien, Norwegen und Finnland zumindest teilweise verboten. Aus diesem Grund wird der Film häufig mit dem Spruch verboten in 46 Ländern beworben. Dadurch, dass Faces of Death eine Dokumentationsfilmreihe ist, oder ich hoffe, dass es daran liegt, könnt ihr den Film mit Altersbeschränkung unzensiert auf YouTube sehen. Was ich sehr, sehr seltsam finde, wenn ich daran denke, was YouTube teilweise für harmlose Videos es läuft halt unter Dokumentation, wenn du dann irgendwie sagst, hier, so funktioniert ein Bestattungsunternehmen oder so, dann gleich zeigst, dann zeigen sie das auch. Das ist ja eine lame Stufe 4. Ich dachte jetzt, da kommt da irgendwas Interessantes. Ist ja gar nichts. Ist ja lächerlich. Das können wir ja sogar. Ich gehe mal nochmal, ob wir noch eins gucken können noch. Neues gibt. War noch was Neues? Wirklich? Ja, Curious Canyons. Nee. Danke fürs Badbad, Dankeschön. Denn, Last Podcast hat natürlich. Crypt TV vielleicht? Das neu? Ja, die haben nur diese Five Nights at Freddy Dinger. Alles klar, Ben, schlaf schön. Ich glaube, sonst bin ich wirklich was. Das Spooks vielleicht noch, aber ja, die gehen bisschen lang, so mit 3 Stunden noch was. Das schaffen wir nicht mehr bis halb oder vor halb 12. Ich denke mal, dann gehen wir tatsächlich, raiden wir einfach gemeinsam mit Cherrys Leuten weiter. Machen wir das so. Ich hüpfe mal durch rüber. Bambo schickt mir noch was? Was schickt mir Bambo? Nee. Das sparen wir uns fürs nächste Mal aus, Bambo. Dann haben wir da mehr Zeit zu. Ja, ein paar. Wie? Verwöhnen? Nix da. Ich brauche all auf den Putt-Putts. All auf den Putt-Putts. Nein, nein. Ausgewichen. So, Moment. Wir gehen nämlich weiter. Dann nehmen wir Cherrys mitgeratete einfach mit. Und dann schauen wir mal, wo wir hingehen. Und Dankeschön. Au! Rosaria, Dankeschön für dein Follow. Mal sehen. Beschwör es nicht, Bambo. Beschwör es nicht. Will auch gar keiner hören. So, Moment, ich guck mal, wo wir hingehen. Oh, Juni ist noch online. Moment, ich guck mal kurz, ob die gleich offline geht. Ne, die zeichnet noch. Zeichnet gerade ihre Emotes. Das passt doch gut. Dann gehen wir mal zu Juni. Da waren wir schon ewig nicht mehr. So früh Feierabend sonst.
Die gute Universum, die zeichnet momentan ihre Emotes. Das ist eine ganz, ganz liebe. Vielleicht kennt ihr sie auch. Sie singt ab und zu auf der Dokumi ein paar Sachen. Hat da eigene Konzerte. Und ich weiß gar nicht, ob die noch woanders auftritt. Ich meine, letztens war sie auch noch woanders zu sehen. Oder zu hören, eher gesagt. Da gehen wir jetzt hin. Das ist eine super, super, super liebe Person. Da könnt ihr dann gleich ganz, ganz, ganz viel Liebe dalassen. So, Moment. Da starte ich doch mal direkt einen Raid hin, bevor sie offline geht. Jetzt habe ich immer Pech, dass Leute mal abhauen, wenn ich jetzt rüber raiden will. So, einmal Raid beginnen. Da hüpft ihr jetzt brav drauf. Dann könnt ihr gleich ganz, ganz viel Liebe da lassen. Macht einfach den Eldo-Raid. Schreibt rein Eldo-Raid mit ganz vielen Herzen und natürlich dem Raid-Emoji. Und dann wünsche ich euch da gleich ganz, ganz viel Spaß. Natürlich auch das nächste Mal wieder bei der guten Cherry und natürlich auch hoffentlich auch bei mir. Der kommt ja auch bei mir wieder. Und ja, Iri, wir gehen gleich noch mit dir vor die Tür. Ich sage jetzt extra das D-Wort nicht, was mit draußen anfängt. Oder aufhört, ja. Getriggert, ne? Nee, wir beide, du kannst gleich los. Wir raiden aber noch mit rüber zu der guten Juni. So, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Abend noch. Ganz, ganz viel Spaß und wir sehen uns aller spätestens am Freitag wieder. Da zocken wir dann wieder WoW gemeinsam. Da gehen wir BFD und danach Gnomagan und hoffen, dass wir da wieder ganz, ganz viel Loot abgreifen. Und sonst, Moment, ich gucke noch gerade. 17 mysteriöse Enten-Encounter. Ja, Bambo, okay. Also die Videos gucken wir das nächste Mal an. So, ich gehe schon mal in den Ending-Screen und dann hüpfen wir gleich rüber. Also, bis dann. Ciao, ciao.